Ein wunderschönen guten Abend da draußen. Ich muss mal mein Game Mode. Nein, muss wechseln. So, so rum. Hallo Kaktusmeister, was? Bei dir ist 15:50 Uhr Ortszeit. Okay. Das klingt aber sehr weit weg, wenn du da so eine Zeitverschiebung hast. Das hört sich ja schon fast, ja, fast wie USA oder so an. Ist doch so weit weg. Guten Abend, lieber Kaktus. Herzlich willkommen. Ja, ihr habt ja schon am Titel erkennen können, dass wir heute Neuankömmlinge haben. Zwei weiß ich, bei dem dritten, kämpft doch ein bisschen mit dem Internet und die vierte wird ein bisschen später zu uns stoßen, sprich also noch nicht heute, bei dem muss ich dann noch ein bisschen Gedanken machen. Alles gut. Auf jeden Fall, wie gesagt, habe ich mitgekriegt, dass wir hier, ja, neue Spieler begrüßen dürfen. Also, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wer das ist und woher die kommen und überhaupt und so. Also, wer die Streams verfolgt hat, der weiß schon, wer hier in Zukunft mit dabei sein wird. Und ich freue mich sehr, sehr darüber, die ja begrüßen zu. So, dann schauen wir doch. Was, was, Hallo, was, jemand da? das, das sieht aus. Jetzt, das, Hallo. oh, hallo, Wusimo, warte mal, ich muss ein bisschen einpegeln, weil du bist ja leise. So, sag mal was. Hallo? Nochmal. Test, hallo. Test, 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 Test. Test, Test. Test, Test. So, Kaktus, kannst du Wusimo hören? Also, okay. Okay, dann ist jetzt gut. Dann mache ich, ja. Wusimo, hallo, herzlich willkommen bei Danke. Momentum. Das ist ja cool. Jetzt haben wir 3 Schweizer aus allen Yay. Ecken der Schweiz dabei. Das ist so cool. Du siehst aber anders aus als, äh, wo kommst du eigentlich her? Was ist Komm, passiert? also, ich habe an einem Drachenbräu experimentiert. Mit einem Drachen mit komischen pinken Augen. Okay. Und irgendwie habe ich das extrahiert, getrunken und dann wurde ich mir schwarz vor Augen und ich habe nur ein großes Bumm gehört und bin dann wieder hier aufgewacht. Ach du Schande. Na, das nenne ich mal ein missglücktes Experiment. Oh Oh wei. ja, Wenn da mal der Frei nicht seine Finger wieder. Oh wei. Hast du so einen ganz komischen, bunten, merkwürdiges Wesen irgendwie mal getroffen? Der nein, immer so das in der nicht. Luft rumfliegt und so und immer Schabernack macht? Nein, habe ich leider nicht gesehen. Hast du noch nicht? Okay. Es ist, was ist denn das? Es ist ja cool. Ding Dong, Glocke. Aber warte mal, ich habe noch was entdeckt. Das ist die größte Kuchengabel von einem aufmerksamen YouTube-Schauer. Samt Kuchen. Schaut mal den überdimensionalen Kuchen. Mit einer großen Kuchen. Finde ich ja cool. Warte mal, hier ist ein Buch. Doch mal. So, verehrte Großmeisterin Bobo, als aufmerksamer Anhänger ihresgleichen ist mir zu Ohren gekommen, Sie würden eine große Kuchengabel vermissen. Anbei habe ich mir erlaubt, Ihnen eine zur Verfügung zu stellen. Zu meinem Bedauern musste ich jedoch feststellen, dass ich keine Besteckschublade in Ihrem Haus gefunden habe, welche auch nur annähernd so groß und geräumig genug gewesen wäre. Hallo, Harald. Dankeschön, Dankeschön. Welche auch nur annähernd groß und geräumig genug gewesen wäre, um eben welche aufzunehmen. So sah ich mich gezwungen, sie hier draußen vor dem Hause aufzustellen. Hochachtungsvoll Koch und Neuankömmling Wildmaker 11. Was wäre eine Kuchengabel ohne Kuchen? Ja, das fragt, wer ist denn Wild? Hallo? Das nenne ich ja mal. Da gibt's einen Koch hier. Hier ist ein Koch gestrandet. Wollen wir den mal suchen gehen?
Ja, auf Ja, mal jeden Fall. gucken, wo der. Sag mal, wo wohnst du eigentlich? Ist dein Haus Äh, mitgekommen oder bist du so angekommen? Mein Haus ist im Erdboden. Also ich wohne auf dem Erde. Ach, herrje. Dann gucken wir doch mal. Mein Haus ist. Fängt ja gut an. Oh wei. Aber du bist rausgekommen. Oh, Ja, sie hört mich. Ja, wir haben auf Entfernung. Wir müssen zu dir kommen, lieber Wildmaker. Ah, ich nehme mal an, das ist es da vorne. ja genau. Okay. So, weil die Invoice müsst ihr wissen, die funktioniert nur, wenn man in der Nähe ist. Nur wenn man in der Nähe zueinander ist. Ist aber wirklich sehr, sehr merkwürdig hier gegen so Da ich ein Zwerg, Schmied und Kämpfer. Ja, das ist ui. da ich ein Zwerg bin, wohne ich eben gerne unter der Erde. Das heißt, du bist ein Zwerg. Ja, genau. Er ist ein Zwerg. Wir haben Hobbit, wir haben Zwerg, wir haben Elben. Also langsam wird es hier fantastisch. Und dann eine Zaubereule und mich als Fuchs hier. Also das auwei. Was mögen die anderen dazu sagen? Die kommen nämlich aus der realen Welt. Oh, Weißt du, so Piraten und Professoren mit Putern und dann haben wir eine Farmerin und mit Kaffeemaschine. Weißt du, was eine Kaffeemaschine? Das was ist so, ist das? das ist so ein Braudings. Das ist ein Getränk, das ist braun und wenn man das trinkt, dann wird man ganz schnell. Das hört sich interessant an. Da Müsste ich bist auch du, mal probieren. naja, da bist du ganz schnell. Ganz. Das ist sozusagen deine Schmiede. Ja, und die Wohnung ist unten. Ah, hier ist ein Treppenhaus. Darf doch. Ja, das ist kein Problem. Ui, ui, Das ist das Experiment gewesen, ui, wovon ich okay. gesprochen habe. Und das ist schief gegangen. Dann hast du das Ja, sozusagen, das, was hinten rauskam, getrunken und hat's Kabum gemacht. ja, und dann bin ich hier wieder aufgewacht. Ui, das ist ja fast wie bei mir, weil ich habe einen Turm gebaut und wollte den selber wegmachen, weil der so hässlich war. Hab dann TNT gezündet und dann kam kein Bumm. Der Frei hat mir das Bumm geklaut. Mhm. Okay, das ist Stattdessen ein hat er wenig mir ein anders. Buch angedreht. Der weltbeste Baufuchs werde, weißt du? Naja, also also bisher, wie gesagt, bauen musste ich sehr viel, aber wir haben in der Steinzeit mit Erde, Matsch und Modder Oh mussten je. wir Dinge bauen. Ganz viele Abenteuer in wir hier bewältigen. Also mach dich drauf gefasst, dass du Abend vielleicht etwas länger mit uns festhängst. Abenteuer liebe ich. Ich bin echt gespannt. Oh, das ist aber hübsch hier und so geräumig vor. Das ist Und das Beste kommt noch. das Beste. Hast du schon mal von einem Dampfbad gehört? Oi, das ist ja wie im alten Rom. Yay, ich hab's vermisst. Ein Blubberbad, ein Blubberbad, ein Blubberbad. Hoppa, hoppa. Ah, das ist cool. Dann treffen wir uns in Zukunft bei dir mal. Da können wir blubbern. Ja, das ist sehr, sehr, sehr angenehm. Ja, vor allen Dingen bei dem vielen Schnee. Hast du gesehen, wie viel Schnee da draußen liegt? Ja, Na, jetzt müssen wir aber mal gucken, wo der andere ist. Hier soll ja noch jemand sein. Könnte mir vorstellen, weil hier vorne nicht Platz. Was ist denn das? das habe ich noch nie gesehen. Was? Also ich würde ja, warte mal. Also wenn das ein Koch ist und der mir eine Kuchengabel besorgt hat und einen großen Kuchen, dann weißt du, was das ist? Ich hoffe nur, dass wir da nicht irgendwann drin landen. Das wäre nicht so gut. Das
ist ein riesen Kochtopf. Guckt euch die mal bitte an. Der wohnt doch nicht wirklich in einem Kochtopf. Guck mal, da schwimmen die ganzen Zutaten. Na, lecker. Guck dir mal die Zutaten an. Ih. Also Schweine Das lasse ich mir ja noch gefallen, aber die Menschenköpfe. hat und oh, und wenn der sich mal nicht mit dem untoten Endermännchen anlegt oder Soltur. Och, da Wisserköpfe. Okay, dann schauen wir mal. Hallo? Lecker. Hallo? Ist jemand zu Hause? Hallo, Hallo? hallo, hallo? Hallo? Oh, Wer seid ihr denn? Hallo? ich lebe hier. Wer bist du? Bist du der, warte mal, du bist doch derjenige, der mir diese tolle Kuchengabel mit Kuchen geschickt Ach, ihr seid ihr. und ja, ich bin das Bubu, genau. Und du bist der Weltmaker. Ja, Ein genau. Weltenmacher. Guck mal, Weltenmacher. Naja, eigentlich hatte ich mal mir so Ziele gesteckt, das beste Essen zu kochen. Aber Okay. irgendwie klappt das nie. Es ist ungefähr so wie bei mir halt. Ich will die weltbeste Baumeisterin werden. Was hast du denn als letztes gemacht? Wie bist du denn hier gelandet? Ich habe den Sonntagsbraten vorbereitet Okay, und habe den in den Ofen geschoben. Und auf einmal gab es einen Knall. okay. Und dann war ich hier. Und zwar komischerweise in meinem Kochkessel. Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Ich kannte mir nicht vorstellen, dass du in einem Kochtopf wohnst. Würde zwar zu einem Koch passen, aber ich glaube nicht, dass man da irgendwie drin wohnt. Ich bin gerade etwas irritiert, aber schön warm hast du. Ja, Das, die Fußbodenheizung hier ist die genial. ist cool, ja. Die finde ich sehr, sehr schön. Was könnte ich auch, aber in einem Koch. Aber du kochst nicht wirklich Weserchi, ja? Die Wesen aus dem Nether. Ja, aber das ist der beste Knochen für Knochenbrühe. Wenn man keinen Ärger mit Soltur kriegt oder mit Kenshin. Oh wei. Kenshin Die ist, kommen auch mit in die Suppe. weil Kenshin ist der König der Unterwelt, weißt du, der Nether-König. Weil, wenn das mal nicht die Handelsbeziehung stören kann. Aber Der bekommt von mir auch einen Teller ich Suppe. danke dir auf jeden Fall für diese wunderschöne große Kuchen. Leckeren Kuchen. Da werden wir ja Monate dran brauchen, bis wir den aufgegessen haben. Und in der Tat, ich habe gar nicht so große Schränke, dass die Kuchengabel da rein. Aber jetzt habe ich die weltgrößte. Yay. Danke, danke. Bitte, bitte. So, dann wollen wir mal gucken. Also eigentlich sollten ja noch ein paar Neuankömmlinge irgendwie kommen, habe ich gehört. Aber ich glaube, die eine, die ist irgendwo verloren gegangen in den Weiten der komischen Leitung. Und die andere, die braucht noch eine Weile, bis sie ja durch das Bumm ankommt. Aber ich denke mal, ja, wollen wir mal gucken, wer hier ist. Ja, gerne. Gerne. Gut, dann. Es kann ja mal. Also, guck mal. Was sind denn das? Ist das die Gattung schwebende Esel? Pferde. Esel? Der Esel? Esel weiß nicht, was er möchte. Okay, ich schau mal. Okay, okay. Das verstehe ich. Das ist für die in der Leitung klemmen geblieben ist. Die sitzt noch im Bumm fest. Dann lassen wir das noch fest. Schaut mal, hier hinten, da ist unsere Piratin gestrandet. Vor der müsst ihr euch ein bisschen in Acht nehmen. Ist frech. Ist sehr frech. Deswegen haben wir hier vorsichtshalber Kanonen auf. Ihr sehen könnt, zielen die aufs Schiff und Hilfe, nicht ein auf Eisbär. uns. Ja, wir müssen ein bisschen auf die Piratin aufpassen. Die ist sehr, sehr frech. Und hier wohnt unser Nonstop. Der ist heute irgendwie auch noch nicht da, keine Ahnung. Ja, ich denke mal, wir sind heute mehr oder weniger zu dritt. Ich weiß nicht, weil viele sind noch in Ferien und ja.
Auf jeden Fall sagt der Kaktusmeister, dass eine Luxushöhle ist. Also Wusimo hat eine Luxus. Oh, danke. Aber ich denke mal, Zwerge wohnen so. Sag mal, als Also Zwerg. Sauerbraten gibt es hier also auch schon. Lecker. Naja, der ist auch ganz. Musst du aufpassen. Es eskaliert hier manchmal ein bisschen. Ja, zwischen der Piratin und Cowboy. Und dann haben wir hier noch, das ist der japanische Schweizer, der wohnt hier. Oh, das sieht sehr Sehr interessant dezent. aus. Ja, sehr dezent, ja. Man merkt deutlich die japanisch-schweizerische. Der hat übrigens immer, wenn ihr mal irgendwas braucht oder so, der hat immer in seinem Lager da unten. Also, da unten ist Lager. Warum hat der hier so viel Kanin? Hähnchenragout. Mm. Keine Ahnung. So, ich muss euch mal kurz, ihr könnt ja mal kurz bei Gucci durch das Haus streuen. Ich muss mal kurz hier stehen bleiben, weil ich muss mal kurz nach unten. So, wieder da. Streuen hier gerade. Also wie ihr sehen könnt, gibt es hier ein großes Lager. Das heißt, wenn man mal besondere Dinge braucht oder so, dann kann man immer Gucci mal fragen. Er hat hier immer ein paar Dinge oder stellt ein paar Dinge her. Der hat zum Beispiel auch die ganzen, könnt ihr mal sehen, durch welche Epochen wir durch sind. Wo seid ihr denn? Hallo? Hallo, Wow. bei dir. Hallo? Ach, hier. Wo ist hier? Wir sind Ah, oben in dort. der, wo die Rüstungen stehen bei ihm. Komm mal hoch mit dem Wasser. Genau. Schaut mal, das sind die Epochen, die wir schon haben. Oh, wow. Sind Oha. toll, ne? Ja, eindeutig sehr Also toll. manche sind auch schon wieder im Originalzustand, weil wir ja zwischendurch immer die Rüstung mal so ein bisschen passend zur Epoche quasi ein bisschen überpixeln mussten. Aber das, was ihr hier seht zum Beispiel, da geht nochmal ein ganz großes Lob an unseren wundervollen Skeletto, der diese ganzen wunderschönen Dinge gepixelt hat für uns. Mhm. Ihr seht, im 4. Teil, aber das macht. Okay, dann lasst uns mal weitergehen und ja aus diesem wunderschönen Haus wieder hinausgehen. Ausgangsende. Das ist nämlich ja immer gar Hier nicht ist so der Ausgang. einfach. Ja, hier. Brauchen wir hier einen Passierschein? Nö, eigentlich nicht. Zum Glück nicht. Wir sind ja nicht in Rom. So, ich hoffe, lieber kleiner Zwerg, du verstehst dich mit Hobbits. Es gibt nämlich hier Ja, einen Hobbit. mit Hobbits komme ich gut, sehr gut klar. Fußrasierten Hobbit. Der hat Tatsache keine haarigen Füße. Der läuft aber mal barfuß. Der heißt Gladys. Und die Ich habe Bontiere. mir sagen lassen, Hobbits wissen so viel. Ja, die ganze Menge. So ein kleiner Nasewein. Hier wohnt, wie gesagt, der kleine Hobbit. Klopf, klopf. Wow, Hier wohnt ein sehr Hobbit. schön. Jo. Die wohnt in so einem Erdhügel Matsche-Patsche-Haus. Ich finde das Geräusch immer sehr schön, bei ihr nicht läuft. Matsch, Matsch, Matsch. Ja. Also ihr seht, hier wohnen eine ganze Menge Leute. Leider sind auf der Reise auch ein paar verschollen. Da müsst ihr aufpassen. Also es passieren zwischendurch auch mal Unglücke, dass zum Beispiel so ein Leo plötzlich abhanden kommt. Oder eine Mimikry. Die haben hier zusammen gewohnt. Jo. Sind die verheiratet? Ähm,
Ich weiß nicht. Ich glaube, die leben in wilder Ehe oder so. Die haben sich immer gestritten. Eieieiei. Naja, weil die kommen beide aus dem Mittelalter und ich glaube, das war damit. Ja, weil der Leo, der hat immer alles, was neu war und modern war, wollte er mal verbrennen, anzünden, einsperren, Kopf abhauen. Hat dann immer rumgeschrien, Magie, Magie, Zauberei. Also Nee, Magie ist für die Suppe. Ja, also ich bin ganz froh, dass der momentan weit weg ist, weil ich glaube, du hättest da so einige Probleme als Zwerg. Die sind ja Modern? Fantasiegestalten, sind dem suspekt. Okay, das hört Ja, sich ja. gut an. Nee, der ist ja total Mittelalter. Immer Kopf ab. Naja. Aber ich glaube, der ist in der Ritterzeit hängen geblieben. Weiß nicht. Also so zwischendurch verschwindet doch mal. Ganz merkwürdig. Das ist sehr seltsam. So wie die Henry, unser Wikinger-Mädchen, ist auch verschwunden. Und die Das hört sich Eule? aber gar nicht so gut an. Ja, und die Eule momentan, die hat ein Eulenküken ausgebrütet. Jetzt ist das Eulenküken da und muss sich jetzt ums... Momentan auch. Und ich denke mal, die Elben sind schon wieder auf Wanderschaft da hinten, da wo der große Dschungel ist. Da wohnen die Elben. Oh je, hier das Ja, Elben. dann wie gesagt die Piraten, dann gibt es den Professor. Den Professor kann man immer alles fragen, der weiß alles. Auch wenn er manchmal großen Quatsch erzählt. So. Aber der gibt mal eine Antwort. Mhm. Aber manchmal hat er ganz merkwürdige Antworten. So, den gehen wir Besser als mal. gar keinen. So, dann gehen wir mal zur Brücke. Weil, ich muss euch ja vorwarnen. Also, was ganz wichtig ist, wenn wir da drüben hingehen. Hier habt ihr ja schon gesehen. Ihr dürft niemals nicht etwas mitnehmen, was nicht in die Renaissance gehört. Tut ihr das, wenn ihr die Brücke überquert, dann kann es passieren, dass ihr geblitzdingst werdet. Wisst ihr, was das ist, geblitzdingst? Ein Blitz? Dann aus dem Jetzt Himmel? kommt kriegt ein ein Blitz in den Blitz Kopf. und zündet dir ein Puppes an. Mhm. Eieieiei. Da Hört muss sich man heftig aufpassen. Also zwischendurch ist das richtig gefährlich, wenn man da nicht passiert das nicht. Deswegen sind meine Ohren so ein bisschen fusselig. Ich habe fusselige Ist, Ohren. Sind das mehr wie ist, einmal schon angesenkt worden. Und meine Rute trage ich jetzt schon in meiner Hose, damit die gar nicht mehr angesenkt wird. Die habe ich versteckt. Da hinten drin. Unter meinen Haaren. Entlang. Ein Fuchs hat ja eine Rute, Ja, und perfekte aber die Haare darf man stinken hier ja nicht immer so. rumhängen lassen, die Rute, sage ich euch. Ganz gefährlich. Auch keine langen Bärte. Der könnte etwas kürzer werden, ich sag's dir. Es macht Zisch, Bumm und Krabum und dann passiert. So, jetzt machen wir uns auf den Weg in die wunderschöne Stadt der Renaissance, weil ihr müsst wissen, wenn man hier in eine Epoche reinkommt, wir müssen immer 3 Aufgaben erfüllen. Die kriegt ihr von frei in einem sogenannten Momentum-Buch. Natürlich jetzt nicht dabei habe, ist aber egal. Auf jeden Fall in diesem Buch stehen immer 3 Aufgaben, die wir erfüllen müssen. Und wenn wir eine Aufgabe erfüllt haben und der frei zufrieden ist, eine Essenz aus der Epoche. Und wir brauchen 3 davon. Und dazu das Momentumbuch. Weil dann am Ende dieser 3 Aufgaben, wenn wir die bestanden haben und die 3 Essenzen, machen wir ein Ritual und hoffen, dass wir alle irgendwann mal zu Hause ankommen. Das bisher leider nicht geklappt. Aus welchen Gründen auch. Also macht euch darauf gefasst, dass ihr etwas länger hier seid. Und was mache ich mit meinem Braten zu Hause im Ofen? Ich Verbrennt ja. denn nicht mitgeguckt. Hast du oben im Leider Kochtopf nicht. nachgeguckt? Ja, da ist er leider nicht drin. Und der ist Oh, so gut eingelegt mit 9 verschiedenen Sorten Pfeffer. Oh. Na, dann müssen wir frei, wenn der das nächste Mal auftaucht, müssen wir frei bitten, dass er diesen wunderschönen Braten
oder? Wer ist das überhaupt, dieser Weil komische wir haben schon Schrei? lange keinen schönen Braten mehr gegessen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Braten aussieht. ist echt nicht schlecht. Ja, jetzt kümmert sich ja hier auch keiner. Die Stine serviert immer nur Kaffee. Braten ist Kanin. Ey, Mann, sehr lecker, sehr schmackhaft. Also als Koch können wir die schon mal behalten. Und wie gesagt, so ein Danke, Schmied danke. ist auch praktisch, weil wir brauchen immer ganz besondere Sachen, wenn wir auf Das ist kein Abenteuer Problem. gehen, weil wir momentan eine Aufgabe machen, da müssen wir ganz viel bauen. Das ist nicht ganz so gefährlich, aber wenn wir auf Abenteuer gehen müssen, was ich befürchte, was die zweite Aufgabe sein wird, dass wir auf ein Abenteuer gehen müssen, weil wir da wieder irgendwas Unmögliches schaffen müssen. A a a Dann brauchen wir a vernünftige Waffen. Abenteuer? Ja, Ui, ui. dann kommt man. Ihr werdet relativ schnell verstehen, was ich vermute, was die nächste Aufgabe sein wird. Weil wenn ihr durch die Stadt lauft, die ist ja relativ still. Da wohnt keiner bisher. Wir bauen die. Da ist ein Huhn. Naja, gut, von den Hühnern und ein paar von den dummen Händlern hier mal abgesehen. Gibt es ein paar so ein Einwohner, Zweiwohner und Dreiwohner, die dann irgendwelche komischen Dinge anbieten. Also die dann schon mal Dinge verkaufen. Na, Das was ist ja gibt's denn nicht. bei dir? Also hier fehlen aber irgendwie. Das ist einfach Guten leer. Hier Tag. ist ein Töpfermeister. Pass auf mit den Oh, hier ist ein Barrier-Blöcken. Buchhändler ohne Buchhandler. Ihr müsst nur Ohne Buchhändler. gesagt, ihr müsst nur ein bisschen aufpassen mit den Barrier-Blöcken. Das dient ja weil die hauen nämlich immer ab. Weil das sind die echten noch. Hier kommen nämlich dann später mal NPCs rein. Das ist nämlich dann besser für, wenn ihr nämlich dann, liebe Zuschauer, irgendwann dann mal die Karte runterladen könnt, damit da nichts passiert. Dass ihr nicht aus Versehen die Barrier-Blöcke wegmacht und die netten Villager stiften geht. Oder die spawnen oder was auch immer. Da kann ja alles passieren. Also das werden wir auf jeden Fall noch machen. So, wie ihr sehen könnt, ist das schon eine relativ große Stadt. Ja. Und ich denke mal, ihr seid bestimmt, wo ihr angekommen seid, schon neugierig hier mal so ein bisschen gegengelaufen. Na, du leckere Kuh. Nein, du lässt die Kuh hier. Das ist meine Milchkuh. Gibt nur Milch. Die darf nicht gegessen. Ich Als wollte nämlich Käse machen. diese komischen grauen Herren der Zeit kommen, die vergiften. Da brauchen wir eine Milchkuh. Das ist unsere Rettungsmilch. Unsere Rettungskuh. Ja, und unser Hausschwein Edgar läuft hier durch die. Das ist auch nicht zum Essen. Brauchst du nicht dran denken. Nein, das wird nicht. So schönes Schnitzel. Schöner Schinken. Ja, wie ihr sehen könnt, wie gesagt, ist schon eine ganze Menge anstanden. Hm. Und ja, ich bin gespannt, weil die Aufgabe besagt ja, dass jeder, der hier landet in der Renaissance, etwas bauen muss aus seiner Heimat. Was aus der Renaissance ist. Das ist die Aufgabe. Erste. Wie ihr sehen könnt, haben wir schon eine ganze Menge gebaut. Wartet mal. Mal in die Luft. Von das Beste. Baut mal. Baut haben. Wahnsinn. Die Richtung. Da hinten. Hafen. Hier hinten gibt es auch noch weiter. Und es ist der Wahnsinn. Habt ihr euch denn schon was überlegt, was ihr denn gerne bauen? Ja. Weil jetzt können wir nämlich ein bisschen out of Roleplay gehen. Jo, jetzt machen wir das nochmal. So. Auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen, lieber Kai und Osimu. Schön, Danke. dass ihr dabei Danke, seid. danke. Jo. Und ich freue mich ganz besonders, weil ich ja die ganze letzte Zeit mit euch ja auch auf dem Community-Server immer zusammen unterwegs bin. Und ja, für mich war das eigentlich klar, dass wenn ihr beide euch bewerbt, eigentlich da unheimlich gut reinpasst.
Und ich bin jetzt gespannt, was ihr so euch überlegt habt, was ihr hier bauen möchtet. Habt ihr schon? Also ich hätte schon eine Idee, das wäre das Schloss Castell in der Schweiz. Mhm. Ist im Kanton Thurgau. Okay. Hast du dir auch schon mal überlegt, wie groß die Fläche sein müsste, die du Ich bräuchtest? war heute erstmal noch mal bei Bildersammlungen. Der Größe her habe ich eigentlich noch keine Gedanken gemacht. Ja, weil Aber ich das denke ist mal, nämlich schon wichtig, weil wir notfalls ein bisschen terraformen müssen. Weil 2 Schlösser nebeneinander ist natürlich nicht so gut. Also müssen wir gucken, dass wir das irgendwo in eine Ecke stellen. Das, was wir immer auf jeden Fall machen können, wir haben bis jetzt das immer so gemacht, da das ja immer so ein bisschen unübersichtlich groß ist, haben wir die Möglichkeit, dass wir außerhalb dieses Gebietes, also nicht zu weit, aber zumindest im Umkreis, ein Gebiet nehmen, wo du baust und setzen das dann notfalls mit World Edit um. Das geht. okay, Ja, also, ja, weil manchmal ist das so, ihr wisst ja, am Anfang zum Beispiel hat der Gucci an seinem Schloss gebaut, ich an meinem Rathaus. Und dann wurde mein Rathaus, wie gesagt, damit das Dach passt, an beiden Seiten etwas länger. Und dann rückte das Schloss zu nah und dann mussten wir sehen und dann haben wir das Rathaus quasi versetzt. Also das geht. Ja, wir haben ja auch bei Nonstop schon öfters mal beigehen müssen und sein gesamtes Gebiet ein Stück nach hinten versetzen müssen, weil das immer größer wurde. Das ist halt schwer einzuschätzen. Das ist wirklich verdammt schwer einzuschätzen, wie groß es ist. Weil, wie gesagt, diese Epoche lebt vom Großbauen. Und lieber Kai, was hast du dir ausgedacht? Hast du dir auch schon mal? Also ich hätte einmal auch ein Schloss aus der Gegend, in der ich wohne. Das wäre das Schloss Neuwied. Mhm, Das sind 3 nicht miteinander verbundene Gebäude und eine mhm. Parkanlage. Oder aus meiner Heimat, es ist aber ein bisschen vor der Renaissance entstanden, wäre die Burg Gräfenstein. Die hat die Besonderheit, dass sie einen siebeneckigen Bergfried hat. Ich würde sagen, da wir dann mit Timo, weil wie gesagt, Schweiz gibt es wirklich nur Schlösser. Häuser sind ganz selten. Also Gucci hat versucht, schon in dem Stil wie das Schloss Waldeck im Grunde genommen die Häuser zu entwickeln, weil es halt so wenig Sachen gibt in der Schweiz. Aus welchen Gründen auch immer, wahrscheinlich durch dieses ständige Wechseln verschiedener Völker bei euch, würde ich mal sagen, das war ja ein ewiges Hin und Her. Hm, Also, wie gesagt, in München zum Beispiel ist halt das unter anderem das Problem, der Krieg halt alles gemacht. Oder die Leute haben es einfach weggenommen, weil die Stadt modern werden sollte. Also in Berlin haben wir ja ein ähnliches Problem gehabt, dass ja immer mehr alte Dinge weichen müssen für moderne Dinge halt. Ja, also ja, also wie gesagt, ich würde schon sagen, dass dieser Burg, was du meinst mit diesem eckigen Turmgedöns, vielleicht die Burg gar nicht so schlecht wäre. Wir müssten nur mal gucken, wie wir das machen, weil wir haben hier eigentlich keinen Berg. Die steht ja eigentlich auf dem Berg. Da steht Die die steht ein eben bisschen auf ähnlich dem Berg. Berg. Problem ist, dass unser Gucci heute nicht da ist. Das ist ein bisschen ein Problem, aber wie gesagt, Gucci hat zwischendurch halt auch mal ein Privatleben, weil der baut ja hier wie ein Bekloppter. Ihr seht ja, alles, was hier hinten ist, ist Tatsache alles Gucci. Der hat ja hier wie ein Irrer gebaut und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so begeistert, weil wenn ich überlege, auch er hat am Anfang sehr zurückhaltend immer gebaut und was der jetzt hier teilweise hinbaut, das ist, da komme ich nicht mal mehr hinterher. Das ist echt. So, jetzt muss man mal überlegen, wie machen wir das? Also wir hätten ein großes Schloss. Wir haben hier erstmal Leonardo da Vinci. Der lebt ja auch schon auf dem Berg. Hier wäre natürlich ideal gewesen, wenn du auch so eine Insel hättest mit Berg, wo die raufpasst. Jetzt muss man Da so steht ja ein Haus. Ja, ja, das ist die Werkstatt von Leonardo da Vinci. So.
Da ist noch ein Berg. Da ist noch ein Berg. Das wäre natürlich, das würde passen. Muss man mal gucken. Es ist relativ, ja, könnte man noch machen. Es war ein bisschen, jetzt, wait, weil ich gucken in meiner Sichtweite geht das aber. Also im Grunde genommen geht ja hier drüben die Abtei. Warte mal, ich gucke mal, was hier. Hier ist die Abtei. Na, es wäre noch zu verantworten, weil das auch noch in diesem Bereich drin. Okay, dann machen wir das so. Die Burg kannst du dich hier auf dem Berg austun. Ich denke mal, Okay, werde ich machen. das Gebiet reicht hier. Guck mal, da ist ein richtig schönes Plateau. Ja, das reicht. Ne? So, jetzt müssen wir mal gucken, damit wir das natürlich nicht zu weit weg machen. Also wie gesagt, versuche auf diesem Plateauberg hier zu bleiben. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier noch ein Schloss hinkleistern. Das wird eine Aufgabe, weil also ein Schloss ist wirklich groß. Das ist gerade die Parkanlagen, das unterschätzt man nämlich sehr oft. Weil das muss ja auch zueinander passen. Also wie gesagt, Gucci hatte sich am Anfang auch zwischendurch ein paar Mal richtig heftig verschätzt. Also mit dem Krankenhaus zum Beispiel ist so das typische Beispiel halt, ne? Dass er gedacht hat, okay, ich baue da mal ein Krankenhaus hin und dann wurde das immer größer und größer. Weil klar, ihr müsst natürlich euch anpassen, was die. So, jetzt schauen wir mal, wo könnte man hier noch ein Schloss hinbasteln, ohne dass die Schlösser sich gegenseitig ab. Hm, das ist schwierig. Der Hafen, weil die Fläche, das geht nicht. Warte, man könnte mal gucken, was baut hier ist das Dorf. Hatte auch schon überlegt, ob man das. Hier hinten ist das andere. Aber ich weiß nicht, ob dir die Fläche hier reicht. Weil ich will den auch nicht zu viel vom Wasser hier weg. Wir haben Wusimo verloren. Wusimo! Warte mal, ich hol. Bodyguard. Ich bin hier. Ah, du bist da. Okay. Echt, ich hab. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob dir die Fläche hier reichen wird. Könnte Weil reichen. hier muss auf jeden Fall der Fluss bleiben. Also wir müssen das sowieso ein bisschen terraformen hier noch. Also nach hinten raus kannst du gehen. Aber es muss so ein Fluss bleiben. Das ist halt das Problem. Hast du irgendwie ein Bild oder sowas? Einen Bauplan Ja, oder so von dem Ding? ich hab's heute Mittag im Discord gepostet. So Okay, poste ich's nochmal. mal gucken. Renaissance. Unter Renaissance. Ach Mist, jetzt habe ich es woanders falsch. Okay. Das ist. Oh wei. Oh wei, das wird so eine Anlage wie Nonstop sie hat. Das sehe ich jetzt schon. Das ist. Ja, Hallo RH, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Das heißt, du müsstest im Grunde genommen dich hier hinten. also das Gebäude Warte vordran kann mal, ich warte dazu. mal, warte mal. Ich habe eine Idee. Pass auf. Schlossanlage. Schlossanlage. Du bastelst dein Schloss hier hinten. Da hast du genug Platz. Da brauchen wir es Okay, nicht ja. umsetzen und gar nichts. Weil dieses Dorf kommt zur Zitadelle quasi. Also die Dörfer, die werden wir später integrieren. Das ist sozusagen die nächste Aufgabe. Diese Dörfer im Grunde genommen mehr oder weniger umzusiedeln. Ja? Also wir sind ja hier noch lange nicht am Ende mit der Epoche. Wir haben ja gesagt, wir machen ja noch eine ganze Weile weiter. Aber ich finde, wenn ich mir jetzt das angucke, ihr seht ja hier die Zitadelle.
Hier ist die Zitadelle. So, und wenn ich jetzt hier hingucke, haben wir ein Dorf. Ja. Und wenn man dann in die Richtung guckt, ist erstmal gar nichts. Das ist nur dieses kleine Dorf. Und ich würde sagen, dass man das Schloss hier hinbaut. Guck mal, da hast du nämlich so einen kleinen Fluss mit Lava und hier hast du genug Platz. Und dann kann man ja mit Brücken wieder arbeiten, dass man dann von hier eine Brücke rübersetzt. Das geht. Hallo, Herr Gamer. Schön, dass du auch wieder zuschaust. Das wäre doch was, oder? Reicht, die Fläche dürfte auf jeden Fall ausreichen. Oder? Ja. Also, weil ich sehe mal ganz ehrlich, ich sehe die Größe ähnlich wie die Abtei an. Das, was du mir jetzt gezeigt hast, das ist Abteigröße. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Und du bist mit deiner zufrieden? Mit deinem Berg da? Mit dem Plateau neben Leonardo? Der passt. Weil- Der passt. Ah, Ansonsten okay. wird noch ein bisschen terraformiert. Ja, nee, das ist gut. Aber ich denke mal, hier ist das Schloss am wirkungsvollsten. Vor allen Dingen, weil wir ja nichts haben. Weil das wäre nämlich cool, weil wir dann hier nämlich ein paar Schiffe machen können. Schiffsverkehr. Hier kommen sie dann in den großen Hafen, in diese Hafenanlage rein. Das passt doch. Es ist doch cool. Es ist doch richtig. Und dann kann man das hier nämlich auch noch so ein bisschen umgestalten. Und dann, ja, nicht. Dann gibt es hier halt ein kleines Dorf, da gibt es ein Dorf. Warum nicht? Passt doch. Es passt doch. Das sind die armen Tröpfe, die dann der Abtei immer die Abgaben leisten. Die Sklaven der Mönche da drinne. Ja, und wie gesagt, und hier kann man das ja auch so machen. Weil meistens in der Nähe von dem Schloss waren ja auch immer kleine Dörfer und Ländereien halt, ne? Das Ja, genau. passt schon. Ja, ich denke, das passt schon. Gut, dann habt ihr eure Baugebiete. Es ist Ja. es. Das freut mich. Und wir haben es schon fast 9:30 jetzt wieder. Mann, wie die Zeit vergeht. Okay, dann, ja, was wollen wir jetzt noch machen? Also, wir können noch ein bisschen rumlaufen. Oder wollt ihr gleich anfangen? Also, ihr könnt auch anfangen, wie ihr möchtet. Oder wollen wir Also irgendwie... ich werde mich jetzt muten müssen, weil ich muss aus dem Zimmer, wo ich bin bei meiner Mutter. Und die Okay, 2 Kurzen müssen jetzt langsam ins Bett. okay, okay, okay. Alles gut, alles gut. Gut, also wie gesagt, na dann schmeißt die Kettensägen an und lasst die Schaufeln schwingen, genau. Okay, also, ja, ich würde sagen, unser Kai, der macht sich an seine Ecke da dran. Und da er ja nicht reden kann, momentan, dann würde ich sagen, begleite ich Wusimu und helfe ihm dabei, so ein bisschen Bäume platt zu machen. Also wir haben ja jetzt heute keinen World Editor, sonst hätten wir Kahlrasur gemacht, also müssen wir das leider händisch machen. Das geht schon, vor allen Dingen, weil wir immer noch so ein bisschen, was World Edit ist, eingeschränkt, ein bisschen aufpassen müssen, weil Kirito hintenrum immer noch so ein paar Dinge tut. Jo. Okay, dann, Okay, ja, würde ich sagen, dann. kleiner Koch, macht dir an die Arbeit. Ich bin gespannt, was da kommt und ich schwinge jetzt die Kettensäge mit Wusimu. Okay, viel Spaß euch. Ja, Genau. tschüss. 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 So, dann müssen wir erstmal gucken, wo wir das hier abstecken. Also bis wohin. Ich würde sagen, wir hauen erstmal nur die Bäume weg, weil die können wir, die Custom Trees sind sowieso schon. Was hältst du da? Wir hauen jetzt Ja. einfach, wir lassen mal, warte mal, wir ziehen hier einfach mal so eine Grenze, dass wir die hier wegmachen. Das erinnert mich, wie wir bei Nonstop angefangen haben. Müssen wir auch erstmal Bäume wegmachen, oder? Bei Gladys war das auch. So, weil wie gesagt, die können wir dann wieder neu frisch setzen. Das ist nicht schlimm. Aber dann sehen wir das Gelände nämlich mal, wie das aussieht. So, Stämme hier alle weg. Da haben wir erstmal genug zu.
Ja, wie gesagt, also ich freue mich, dass wir, wie gesagt, neue dabei haben. Es werden noch 2 Mädels dazukommen, die auch mit uns hier spielen werden. Jetzt habe ich mich selber wieder begraben unter irgendwelchen Bäumen. Auch nicht schlecht. Und ja, ich freue mich schon sehr auf unsere neuen Vier, weil die das alles so ein bisschen beleben werden hier und so ein bisschen Wind reinbringen und wir eigentlich zwischendurch auch schon immer zwischendurch woanders zusammen gespielt haben und das immer schon sehr, sehr witzig war. So, ich würde sagen, ja, hier machen wir die Grenze. Warte mal, ich nehme mir mal Wolle. Voila. Und ziehen wir ja so eine Grenze. Ah, mal hier durch, damit wir wissen, bis wohin wir die Bäume wegmachen. Hinten vom Berg hin. So, krieg. So, das ja halt auch besser. Okay, alles was dahinter ist, wie gesagt, an Bäume kann weg. Man halt immer ein bisschen gucken, weil die Boden immer connecten und dann disconnecten. Die bleiben sich auch mal hängen. Okay. Aber das kriegen wir. Ich denke mal, wenn wir heute das schaffen, die Fläche hier freizulegen und erstmal, dass du so einen Überblick kriegst, dann ist das ja schon mal ein großer Gewinn. Weil das meiste die Ohren zum Glück. Sachen, die uns connecten. So, einmal nach unten. Einmal Bäume weghäckseln. Yay. Da. Hier ist so ein Zwerg, ein ganz schön großes Haus. Ja. Aber Aber ich denke mal, was das Gute ist, wie gesagt, wir werden ja dann auch noch, wie gesagt, Handwerkshäuser brauchen oder so. Und dann ist das natürlich gut, wenn er ein Schmied ist. Dann weiß er auch, wie man eine Schmiede baut. Und kann unsere Bewohner dann im Grunde genommen auch verpassen. Das ist mal nicht schlecht. Ab. Einmal Wildbäume weghacken. Das ist natürlich, wenn er, jetzt versteht er auch, also wenn wir jetzt zum Beispiel ein Survival wären oder so, das würden wir nicht machen. Da weichen wir dann doch schon mal auf World Edit aus oder auf Handbetrieb im Kreativ, wie ihr seht, das geht nämlich schneller. Stellt immer vor, die würden mal jetzt alle Survival fällen müssen. ich glaube, da werden wir noch nächste Woche dran. Da sind wir ja dann in 3 Jahren noch nicht fertig. Mal praktisch, wenn man sich dann oben auf den Baum setzt. Nach unten durch. Okay, hier haben wir schon alle. Ein Baum. Gewesen. Da ist jetzt kein Baum mehr. Ah. Ey, ich passe nicht ins Loch, ich bin zu dick. Ich hab zu viel Hühnchen gefressen. Der Koch hat so gut gemeint. Die machen dick, die Hühnchen. Ah, ich habe noch einen Baum gefunden. Ja, müssen wir nur gucken, wo die alle connecten, weil da gehen die nämlich gar nicht weg. Stehen als Büsche. Wir brauchen ja den Überblick. Action.
Weil die irgendwo auf dem Farm oder weiß ich, dann bleiben die dann nämlich hängen. Und so. Na, so doch. Weit geht das doch schon. Was haben Sie heute getan? Bäume gefällt. Juhu. Ihr seht, die Fläche ist ganz schön groß. Aber die wird er auch brauchen. Das ist so die Erfahrung, die ich jetzt habe durch die Abtei von Nonstop. Der hat auch am Anfang nicht gedacht, dass der so viel Platz hat. Die mussten immer wieder nachbessern und immer noch mehr Terrain ranfügen. Weil er festgestellt hat, da fehlte noch ein Gebäude und dann hier wieder eins und das wurde doch noch ein bisschen größer und das kann mit dem Schloss hier nämlich auch passieren. Ich finde das ganz interessant. Weil die gehören nun mal dazu zur Renaissance. Also was zum Beispiel nervt. Das muss man dann immer per Hand machen. Ja, eben mit Bird Adder die Bäume wegrasieren. Aber dann habt ihr halt eine gerade Fläche an Boden. Und das ist dann auch nicht so toll, weil man gerade ja so mit diesen Unterschieden im Boden so ein bisschen herumspielt. Das ist ja nicht schlecht. Wenn es so neben ist, kann man die Gebäude meistens noch gut in den Umgebung Ja. einbauen. Wie gesagt, Terraform, also bei der Abtei war es leider vonnöten, weil, wie gesagt, diese Gebäude wirklich so bescheuert sind. Also alle ebenerdig sind, also nachweislich ebenerdig alle gebaut wurden. Dass wir da gar keine Wahl hatten. Aber wir werden das natürlich dann im Nachhinein so ein bisschen noch mit herumspielen, das Terrain da auch verändern. Wunderschöne Gartenarbeiten dann machen. Also weil die haben ja auch einen Kräutergarten und das ist. So. Das ist alles weg. Oder wo der Schnee zum Beispiel dauert manchmal. Weil das ist halt so, man muss das Baugebiet erstmal so weit vorbereiten, dass man die Bäume da wegnimmt, damit man halt sieht, das Terrain überhaupt beschaffen. Kann man da wo was hinbauen? Gerade wenn ihr so große Anlagen macht, ist das ganz. Wenn ihr halt nicht auf ebener Erde halt zum Beispiel. Das ist ja auch immer so, ich sag mal, so ein bisschen unrealistisch. Sagt, planiertes Gebiet kann jeder bauen, ne? Die Herausforderung besteht, den Landschaften das wirklich so hinzukriegen, dass sie da halt passen. Also das Gebäude quasi sich in der Landschaft an. So. Sind zwar schöne Bäume bei, aber wie gesagt, was so daher machen das Ganze natürlich. Die roden die Wilden das so. Weil die Burg, wie gesagt, die nimmt nicht ganz so viel. Gewaltig.
Das haben wir. Das kriegen wir heute zumindest noch mal backen. Da, da, da. Müssen wir mal gucken, weil wir das. Ja, ich würde. Dann seht ihr, man muss zwischendurch auch echt hoch nach oben gehen. Gucken, bis wohin man etwas wegmacht. Man kann es klar, man kann es wieder hinsetzen, aber manchmal ist es dann eher ärgerlich, wenn was wegräumt, was man ja eigentlich nutzen könnte. Zum Beispiel hier die oben, der Kante, die könnte man lassen. Aber die so alle, die so in dieser Schlucht drin sind. Dann müssen wir mal gucken, ob diese Schlucht eventuell schon reicht oder ob er den Seitenstreifen da auch noch braucht. Seh den Wald vor lauter Bäumen. Das Gefühl. Wieder pflanzlich dauernd neu. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Prank von Frei. Du bist hier voll am Bäume fällen. Du wunderst dich, warum es nicht weniger wären. Ganz einfach. Weil der Frei dann meint, er müsste neue Bäume pflanzen. Also wunder dich nicht, was sowas hier mal passiert. Okay, also als so komische Sachen, was eigentlich nicht passieren sollte. Ja, also wie gesagt, solche netten Pranks hat er dann mal übrig für uns. Oh, hallo Schneevogel. Hallo. Ja, tut mir leid, dass wir deinen Wald abholst. Hallo. Wie viel der Tut Wald ist mir das schon echt leid. 2, 3? Guck mal. Er hat keine Angst vor. Ja, ja, das tut mir leid. Hier kommt was ganz Tolles hin. Du kriegst einen anderen Wald. Du kriegst einen anderen Wald. Versprochen. Ja, ja, ich weiß. Versprochen. Versprochen. Ich verspreche es dir. Du wirst auch ganz viele Süßbeeren. So, okay. Müssen wir mal gucken. Wenn man jetzt hier steht. So. Denn ich denke mal, die hier unten. Hier am Rand auch noch. Dass sie quasi erst, wenn quasi das Gelände so ein bisschen anhebt. Ah, es tut mir mal immer so leid, wenn der Fuchs dann kommt und den in meinen Wald. Oh. Ah, ich kann es ja verstehen. Ich bin ja auch nicht so der Waldrodungsmensch. Ich will auch bei jedem Baum, der gefällt werden muss. So, okay. Ja, ich denke mal, da hast du eine schön große Ebene. Jetzt musst du halt nur gucken. Ähm, Das könnte man hier so ein bisschen wegnehmen, Terraform. Dass du auf welcher Ebene? Auf der hier. Das könnte man quasi es so angleichen. Ja. Aber warte, weil ich bin nämlich am Überlegen, weil du hast hinten ja diesen großen Turm. Das kommt jetzt auch so ein bisschen drauf an, wie willst du es drehen? Willst du es drehen? Willst du das jetzt längs hier reinbauen oder ähm, also ich würde zum Beispiel sagen, warte mal, ja,
Jetzt die Frage. Also hier ist ja das Dorf. Wenn man natürlich einen Weg hoch macht, Schlossbereich reinzukommen, dann wäre hier hinten im Grunde genommen der Turmbereich. Ja, oh. Weil er ist relativ groß. Das heißt, hinten ist er relativ breit. Warte mal. Ich habe sonst noch andere Bilder. Wie gesagt, pack das mal in die Renaissance rein, damit ich dann. Das ist relativ. Das sind zwei verschiedene Türme. Ein relativ dicker, fetter Turm. Ein schmaler Turm. Davor riesen, ein riesengroßes Haus. Dazwischen die ganze Gartenanlage. Oh, da hast du dir was vorgenommen. Wenn ich mir den einen Turm schon ansehe. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Also das wird Ja, nicht reichen. Das weiß ich jetzt schon. Weil wenn du den einen Turm schon baust, den dicken da, den ganz verzierten da, der auf der, das ist spiegelverkehrt, auf der rechten Seite steht. Weil ich mal, wie breit der schon ist. ja. Okay, okay. Das heißt, wir müssen ein bisschen terraformen. Jetzt müssen wir überlegen, auf welche Höhe terraformen. Was ist das sinnvoll? Da müssten wir den World Edit oder wir machen es per Hand. Guck mal, auch mal. Ich mache viel per Hand. Also das mal dazu. So, gehen wir mal davon aus. Die Fläche würde sich. Warte mal, ich muss mal gucken, welche Ebene sich am besten. Wenn du von hier vorne kommst, sind wir. Kommst hier quasi so einen kleinen Hügel. Also ich würde sagen, bis zu der Höhe müsste man. Ist das hier weg. Und dann auf der Ebene quasi müsste man das Schloss bauen. Weil dann hast du diesen Effekt, weißt du? Wenn du vom Dass er Dorf erhöht kommst, ist. wenn du vom Hafen kommst, dass du nach oben läufst. Was machen die denn hier? Oh. Villager. Kaffeekränzchen. Guck mal, wenn du hier hinkommst, weißt du, dann kommst du hier hoch und dann hast du dieses Aha-Erlebnis. Weißt du, wenn du auf dieser Ebene Ja. bist. Dann musst du halt noch ein Stück hoch. Jetzt ist die Frage, ist noch zu hoch? Immer an dem Baum da. Sind die Höhe eigentlich passend? Wir sollten gar nicht höher gehen, oder? So die Höhe, wo wir gerade stehen. Ja, ja. Ja. Sagen. Okay. Das heißt, auf der Höhe quasi machen und dann auffüllen. Schön. Ich hab ja sonst nichts. Aber wie gesagt, das ist halt das, was ich meine, wo man sich Gedanken drüber machen muss. Ja, das ist. Und wenn du dann halt kein World Edit in der Nähe hast, dann musst du halt sowas planen. Was ja auch nicht das Schlechte ist. Das müssen ja ganz viele Spieler machen, die können auch nicht alle World Edit. So, das Obwohl, ja, heißt, wir ziehen das jetzt mir erstmal bis hinten durch. Dass wir so eine Höhe haben, der wir uns richten. Ja, das passt ja hier. So. Bei einem so einen Streifen haben, wo wir wissen, okay, das ist endgültige Höhe.
Ja, hier sind nämlich Höhlen drin. Wir den auch natürlich zumachen, sonst hast du nämlich irgendwelche unliebsamen Bewohner da drin, die keiner haben möchte. Da geht so hoch. Nur noch 3 Schichten können wir hier hoch machen. Aber das kriegt hin. Also eine Orientierung und wie gesagt, Gucci weiß ich, wenn der solche Sachen sieht, dann füllt er auf. Das ist so, wie ich zeichne vor und er macht. Dann das auf. Okay, siehst du, und hier sind wir nämlich schon bei dem Ding hier. Geil. Dann müssen wir nur noch gucken, bis wohin wir das machen. Also ich würde sagen, ja, wir nehmen das hier, das füllen das alles hier. Ja, da weniger auf. Dann hast du so eine relativ große, schöne Fläche hier. Ja. So. Also ich mache mich jetzt hier einfach Rinder. Okay. Machen. Ihre Rinde genommen. Baum. Ja, erstmal. Tja. Okay, der muss Teil noch weg. Ich versuche den Übergang zu dem Berg dahin zu. Da so einen Übergang hast du. Hier. Darauf. Ja, wir müssen das ja so ein bisschen auslaufen lassen zu dem Gebiet. Weißt du? Ja. Das heißt, ich würde sagen, äh, hier noch ein bisschen und dann machen wir ein bisschen okay. Stufe. Ah. Ah, das ist nicht so einfach. Darauf ein paar Handschellen. Ey, wir müssen das ja so hinkriegen, dass er auf der einen Seite sein ganzes Gelände hat, wo er das bauen kann, aber auf der anderen Seite natürlich diese Abstufung haben, dem Gelände hier hinten. Oh, also da müssen wir hin. Das mache ich und Wusi kann da schon mal sein Gelände da auf. Versuche das hier so ein bisschen auf Ebene hoch zu runterziehen. Wenn ihr versteht, was ich hier gerade mache. Ich versuche gerade im Grunde genommen nichts anderes als sein Gelände, was er hat,
nach außen hin anzu. So. Dass er hier so ein bisschen Ränder hat. Heißt, hier im Grunde genommen geht es weiter und hier geht es quasi runter. Das versuche quasi jetzt das Gelände, was wir hier haben, dass das halt dann ja als Baufläche sozusagen haben. Passt. Das ist nämlich nicht ganz so einfach. So, jetzt muss ich mal gucken, welche Höhe ist. Das ist. Ziehen wir mal die Höhe hier lang. Da seht ihr, die Höhe ist nämlich eine andere. Da. Oh, das. So, das heißt, ich muss jetzt schauen, dass ich das da miteinander verbinde. Das ist dann die Einheit. Das ist zweite. Hier mit den Formen. Ah. Dann machen wir hier eine Höhe. Oder zwei Höhe. Bisschen spielen mit den. Wird uns schon fast bis dahin müssen. Nicht so einfach. So, hier kommen wir nämlich dann irgendwann auf die Höhe an, wo wir hin. Da können wir dahin, dahin noch, hier noch eine, da noch eine. Dann passen wir das hier noch ein bisschen an. Oh, Sieht gut aus. ein He. Da, ist so. Das hier ist nicht meine Stärke. Geländeanpassung. Ja, das ist, wo ich mir gedacht habe, da könnte man vielleicht noch einen See oder sowas rein basteln dann später, weißt du? Ja. Und dann einfach, um schon zu verhindern, dass man nachher so viel, weil du hast ja hier dann eine riesengroße gerade Fläche und diese gerade Fläche müssten wir dann sowieso nach hinten hin an Terraformen. Also habe ich mir gedacht, mache ich das gleich. Und zeig einfach mal, wie, dass man das auch so machen kann. Hier könnt ihr zum Beispiel beigehen und sagen, okay,
Ich möchte, dass das Gelände halt so ein bisschen wieder tiefer geht. Macht man dann einfach mal wieder. Dann halt so ein bisschen Stufen ein. Einfach so wild durch die Gegend die Blöcke setzt. Dann kann man das ja hier immer noch anpassen. So kriegt er das halt auch wieder nach unten auf den Boden. Dass er zum Beispiel sagt, so, okay, ich mach das mal so und dann seid ihr hier quasi wieder auf dem Boden. Und habt dann hier im Grunde genommen nicht so viel zu terraformen. Dann kann man das so ganz dezent machen. Da. Und dann kann man das auch zum Beispiel beigehen und auch schräg machen zum Beispiel. Ja, dass man sagt, okay, ich will jetzt das gar nicht nur gerade haben, sondern, weiß ich, bisschen anders. Das geht alles. Man muss so ein bisschen Geduld haben. Ja, und da er ja eine ziemlich gerade Fläche hier. Aber so haben wir die Ränder schon mal alle zum Terraforming quasi angepasst. Dass wir das später dann nicht zu sehr machen müssen. Dann muss man halt ein bisschen, ihr versteht schon, ein bisschen anpassen. Das geht. Und man kann das halt auch beliebig schon hier. Zum Beispiel sagt, okay, ich setze eine Ecke da rein. Gehe noch ein Stück weiter nach hinten. Ein Stück. Hier noch was dran. Hier wieder ein klein. Und so seht ihr halt, also wenn ich jetzt hier rüber fliege, ihr seht halt, also hier ist quasi zwar Gebirge oder so, da kann man dann später auch Steine und alles reinsetzen. Das funktioniert, ich habe euch ja hier ausgeblendet, sorry. Und hallo Cast Gamer, du bist am Essen. Und sorry. Kann mich auch Laila nennen. Genau, Laila, genau, Laila. Und hallo einer Fans. Ja, ich bin schon wieder im Winter, aber hier bin ich im Kreativ, hier kann mir nichts passieren. So, ja. Kommt äh, Eisen. So, okay. Klar kann man roten Sandstein verwenden, den haben wir ja schon entdeckt. So, und ihr seht, also wie gesagt, Stück für Stück kann man das hier alles wundervoll an Charakter. Und immer noch so ein Stückchen mal so Kanten hier machen. Dann muss man natürlich sehen, dass man hier wieder auf die Höhe kommt. Ah, das ist klar. Höher wieder. Das ist sozusagen meine Randzeichnung von dem Ganzen. Und dann muss man natürlich das hier da hübsch kriegt. Geht schon. Also wie gesagt, Lars hat ja mal so eine Regel erklärt. Also ich verfolge die nicht. Ich mache das eigentlich immer so wie Schnut. Hey Schnauze. So. Ich denke mal, vom Gelände her könnte das passen. Ja, das ist ein relativ großes Gelände. Das heißt, wir können hier ruhig mal auch jetzt in die Ecke kehren, das vormachen. Dann dann halt das noch anpassen. Ah, das ist hier noch. Das ist quasi alles Höhe. Das muss man dann hier noch anpassen. Das machen wir gleich. Versuche ich erstmal das so hinzukriegen, dass wir da hinten bei ihm an.
Genau. Okay, und ihr seht, wir sind schon fast da, wo wir hinwollen. So. Gar nicht mehr. Sehr schon die. So, dann haben wir das da schon. Wir sind schon auf der Höhe angekommen. So. Das heißt, ich muss jetzt im Grunde genommen nichts anderes machen, als dass ich das hier alles noch so ein bisschen anpasse in die Landschaft. Und ja, das kriegen wir ja hin. Einfach. Einfach so random, einfach irgendwie Blöcke setzen. Also sorgen, dass so ein bisschen diese Ecken hier entstehen. Oh, zweiten haben. Ja, mal so. Hopp, hopp, hopp. Ja, das ist relativ einfach zu machen. Es geht. Das Terraforming ist gar nicht so schnell. Schauen wir das uns an. Und ihr seht, wir haben hier so eine relativ schöne Kreativmodus, friert man nicht, genau. Und hallo Melli. Ja, wie gesagt, also ihr seht, da kann man das machen. Das wirkt jetzt so ein bisschen eintönig. Das kann man natürlich später noch ein bisschen mehr bearbeiten. So, und jetzt kann man sich einfach dran machen und den ganzen Mist hier mal auffüllen. Dass wir dann quasi überall auf der Ebene eine Fläche haben, damit das Schloss natürlich Platz hat, gebaut zu werden. Das heißt, ja, ich mache jetzt nichts anderes, als dass ich hier mehr oder weniger die Fläche mit ihm zusammen auffülle. Ich hoffe, ich habe mich nicht in der Höhe geirrt. Alles so fast sein muss. Wow. Und dann sehen wir nämlich schon viel genauer, wie groß das tatsächlich dann werden kann. Weil wie gesagt, die Türme, die haben es alleine dafür, um diese Details da einzubauen, brauchen die Platz. So. Und das ist quasi heute unsere Fleißaufgabe, die wir haben, dass wir das Gelände quasi vorbereiten, auf dem Busi ein Riesenschloss bauen kann. Oh Mann. Wir haben hier bald nur noch Schlösser. Aber das ist nun mal so. Renaissance ist viel Schlossbau. Das ist wirklich so. Als ich schon Terra geformt habe hier auf der Welt. Oh Mann. Und Häuser und Mauern gibt's. Und ihr wisst. Eine Menge. Ja, es ist manchmal, wie gesagt, es ist sehr angenehm. Aber sowas kann man halt auch per Hand machen. Tut euch zu mehreren zusammen und macht zusammen. Jeder hat so seine kleinen festen Aufgaben und dann geht es eigentlich relativ. Weil wir haben ja damals hier auch bei Stino um den Michel rum. Erinnert ihr euch? Haben wir ja auch Terraforming ohne Ende gemacht. Beim Rathaus runter zum Michel. Also Wahnsinn.
Aber manchmal ist das halt so. Da habt ihr eben nicht unbedingt jemanden vorhanden, der dann halt mal die Löcher füllen kann. Langweilig, aber es lohnt. Es gehört zum Spiel dazu. Das musste man im Survival übrigens genau. Ihr wisst ja, bei Kroko habe ich im Survival gespielt und habe da mal eben einen riesen Berg abtragen müssen. Also, ja. Und auch Terraforming machen muss. Gewaltigen Terraforming mit meinem Schloss da. Also das war ja auch. Und dann ist das eben manchmal. Es gehört dazu. Aber so seht ihr, auch wir scheuen uns sind nicht nur am World Edit. Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr seid alle gesund und munter. Habt Ostern gut. Wie gesagt, ich habe mich nach dem Dilemma gestern wieder beruhigt. Das war einfach ein bisschen Quatsch. Aber wie gesagt, ich glaube, das versteht man auch, wenn man den ganzen Tag relativ stressig unterwegs ist und dann abends noch so einen Stress hat. Das war gestern also nicht mein Tag. Das war nicht mehr lustig. Aber ich bin gespannt. Ich hab's schon angedroht. Wenn das nächste Mal wieder Winter ist, wenn ich dann spawne, dann spielen wir die Kartoffeln. Dann ist mir das auch egal, weil da kann ich dann sterben und lach drüber. Dann machen wir die Kartoffeln mit, wenn es die dann noch gibt. So, immer auf. So richtig schön anschauen. Also ihr könnt euch zurücklehnen, euch unter die Decke kuscheln. Ich terraforme euch jetzt in den Schlaf. So. Oh Mann. Aber wie gesagt, es muss leider auch. Kann nicht immer nur interessante Dinge tun, man muss auch mal die Dinge machen. Nicht so viel Spaß machen, das sind so die Arbeiten, die ihr eigentlich immer so out of Stream gar nicht zu sehen kriegt. Oder auch in den Videos. Oder wenn dann nur per Timelapse. Aber ich finde das auch, wenn man das gut, dass ihr mal seht, wie lange man eigentlich auch für Dinge braucht. So, dann machen wir mal hier das Ding hier auffüllen. Ganze Höhle drin. Mann. Okay. Hier könnte man einen Geheimgang machen. Müsste man aber trotzdem erstmal schauen lassen. Was ein für das irgendwie. Versuche hier mal so ein Muss hier. Das heißt, wenn man hier raus. Hier wäre. Hier käme man dann so.
Ein Eingang zu einer Superhöhle. So. Guck mal, ich habe eine Superhöhle gefunden. Wusimu. Ja, Mal mir soll ich dir die Superhöhle hier lassen? Guck mal, gehen wir hier ja. runter. Mal hier runter. Ein cooler Geheimgang da. Oh ja. Dann lassen wir den Eingang da, weißt du? Wenn du den behalten willst. Wenn nicht, machen zu. Machen wir. Das bestimmst du, das ist ja dein Gebäude. Also wie gesagt, Wusimo baut hier eine riesen Schlossanlage. Und wir sind gerade dabei, jetzt so ein bisschen Terraforming zu machen. Und der Kai hinten, unser anderer Neuer, der ist jetzt gerade dabei, sein Gelände vorzubereiten. Der kann allerdings momentan nicht reden. Das sind seine Kiddies und ja. Also der baut zum Beispiel eine Burg hinten bei Padma, also wo der Leonardo wohnt. Und da gibt es nämlich noch ein Berg. Bei Burgen stehen ja meistens immer auf Anhöhen oder ne? Der Unterschied, ein Schloss meistens ebenerdig oder ein Bogen halt immer so ein bisschen erhöht, weil das sind ja Verteidigungsanlagen. Und, ja, das gucken wir uns auf jeden Fall noch an. Sind heute ein bisschen länger unterwegs, weil normalerweise ist hier um 22 Uhr mir Schluss, aber ich möchte das schon gerne vorbereiten mit Wutemu, damit er weiß und schon mal planen kann, wie er was hinbaut, weil das ist eine Riesenanlage, die er davor hat. Und da ist es das Mindeste, dass ich Terraform-mäßig ein bisschen unter die Arme greife. Ich denke, wir kommen ganz gut voran. So. Das ist eine ganz schöne Menge. Aber wir haben es bald. Okay, dann mache ich hier die erste Schicht hier. Das hier mal alles so auf eine Ebene kriegt. Jetzt zu zweit geht das alles viel schneller. Weil der Kai muss nicht ganz so viel wegmachen. Wie gesagt, er kann auf unebenem Gebiet bauen bei einer Burg. Das ist nicht weiter dramatisch. Aber ein Schloss ist da schon noch ein bisschen anders. So. Wir bauen quasi Schicht für Schicht Erde nach oben. Weil klar, wir hätten auch das Hohl machen können. Das Problem ist nur, was ist, wenn er dann in die Tiefe gehen muss. Oder hat er unten drunter Monsterkonzert? Das will auch keiner. Nicht wirklich, weil das ist nämlich sehr laut. Ich. Und die Fläche wird halt immer. Fleißig, fleißig. Aber so sieht er halt, wir machen auch Fleißarbeit. Langweilige Fleißarbeit. Das gibt's dazu. So. Lala. Und seid ihr schon eingeschlafen? Bei dem einen monotonen
Geräusch des Erdeplatzierens. Also ich würde euch ja gerne zeigen, was wir bauen. Also, aber wie gesagt, das funktioniert leider nicht bei meinem PC, weil der sich jetzt hier sowieso schon grafisch an der Grenze bewegt. Also es tut mir mal so leid, aber äh, ich bin immer schon froh, dass mein alter PC das überhaupt hier alles so packt. Ah. Ihr seht, wird immer weniger. Guten Abend, lieber Emil. Und hallo Gucci, ich vermisse dich. Guck mal, wir sind fleißig, wir terraformen per Hand. Hab mir sogar erlaubt, hier schon mal das Terraforming an der Seite so halbwegs zu machen. Ja, wir hätten dich heute gebraucht. Weil hier entsteht nämlich noch ein großes Schweizer Schloss. Und hinten bei Padma auf dem anderen Berg entsteht noch eine Burg. Weil, du weißt, der Schweiz ist ein bisschen dünn besiedelt mit vernünftigen Renaissance-Sachen. Und Wohnhäuser, klar, die kommen auch noch, aber wir hätten dich heute gebraucht, lieber Gucci. Ja, wir haben World Edit. Das Problem ist nur, dass weder ich noch unser Wusimu damit umgehen kann. Und Gucci, der eigentlich sonst immer da ist, ist heute mal nicht da. Und das ist der bei uns das Word Edit halt. Jo. Also müssen Wusimo und ich wohl übel und auch der Kai, also Worldmaker, per Hand hier alles machen. Aber warum nicht? In der Zeit kann man ja auch planen, wie man dann weiter vorangeht. Also konnten wir ja planen, wie groß muss das Gelände sein und wir haben keine harten Kanten, weil wir dann im Grunde schon vor Terraform an den Kanten gemacht haben. So, okay. Aber wir kriegen das. Also wenn ihr euch anschaut, oh, also schaut mal, das ist doch schon mal eine vernünftige Fläche. Würde ich mal sagen. Also was wir hier bauen wollen, also ich nicht, sondern das macht der Wusi. Und zwar Wusimo wird ein Schloss bauen. Eine große Schlossanlage und ja. Und der Worldmaker alias Kai, der baut eine Burg hin. Ja. Weil wir haben ja hier schon viele Dinge hingebaut. Warte mal, ich flieg mal rüber. Ich zeig dir das mal. Mache dieses Wochenende mal frei. Nee, hast du ja auch verdient. Gut. Ist kein Vorwurf. Ist kein Vorwurf. Also wir haben ja hier schon, lieber Emil, schon vieles gebaut, wie du sehen kannst. Und wir mussten uns überlegen, weil Gucci, dieses Schloss hat in sich. Das ist so ungefähr der Effekt, den die Abtei hat. Also, ich habe mir mal ein paar Bilder da angeguckt. Also wie gesagt, wir haben ja hier schon allerhand gebaut. Ja, auch schon Schlösser und alles mögliche. Gebäuden und ja, das ist, wie gesagt, über E-Mail, das ist ein Teamprojekt. Und wir hatten eigentlich einen Bewerbungsaufruf gestartet bis zum 31.03. Das heißt, leider kommst du. Aber wir suchen zwischendurch immer mal wieder Spieler, allerdings über 18. Die müssen über 18. Ja, damit sie halt ins Team passen und das ist auch ein Langzeitprojekt. Man ist sehr schnell.
Ist ein Langzeitprojekt. Ja, wir spielen das Projekt nämlich schon seit 1,5 Jahren hier mittlerweile. Und es ist immer, wenn die Leute eine schöne, empfindliche, reagierende Maus haben, die können dann so schnell bauen. Das funktioniert bei mir nicht. Ja, wie gesagt, das ist also ein Teamprojekt, da ist ein festes Team, das seit 1,5 Jahren fast alle zusammen spielen hier. Und wir haben jetzt zurzeit gerade wieder 4 neue aufgenommen. Ein paar sind momentan in der Auszeit drin, die erholen sich. Wie gesagt, 1,5 Jahre jedes Wochenende spielen. Das ist schon eine große Leistung. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ich frage mich manchmal, ob die hier schon in dem Moment gewohnt haben zwischendurch. Ja. Ja, wie gesagt, die Bewerbungsphase ist abgeschlossen seit dem 31.03. und wir haben viel. Und heute, wie gesagt, bin ich hier mit Wusimo, den ihr vom Community Server her kennt, und Worldmaker, der ist da hinten, zeige ich euch gleich, unterwegs. Und wir bereiten gerade, sagen wir mal, die Bauflächen vor, wo halt denen ihre Projekte entstehen. Weil jeder Spieler hat ja als Aufgabe, etwas aus seiner Wohngegend, Heimat zu bauen. Heißt, ja, aus der Renaissance kommt. Ach so, aber Weltende solltest du lernen, das ist nicht schwer. Nee, ich kann das normalerweise auch. Das Problem ist, dass der Server momentan gerade umgezogen, ja? Und noch nicht alles ganz genau so funktioniert, wie es sein sollte, weil wir ein paar ziemlich große Änderungen vorgenommen haben. Und da ist unser Kirito noch am Basteln. Kirito ist übrigens der Server-Admin unter anderem auch bei unserem Krokodil Andi, ja. Das heißt, er hat also immer nur bedingt Zeit und switcht quasi zwischen mir und Kroko hin und her, wenn die Krokodil Andi sagt. Ja. Das heißt, wir müssen uns natürlich ein bisschen begnügen. Das heißt, World Edit ist dann auch wieder erst total verfügbar, wenn er hier sein Go gibt. Aber er kann halt nicht hexen. Er hat ja auch noch ein Privatleben, dieser Mensch. Oh, und arbeiten gehen muss er auch noch. Und ja, wir sind sehr dankbar, dass wir unseren Kirito hier haben, der das macht. Wir haben mehrere World Edit. Wir haben die Suera, die ist gerade in Babypause. Ich kann es zum größten Teil auch, aber ich sag mal dazu, ich schaffe es zwischendurch Tatsache aufgrund Unkonzentriertheit Dinge immer irgendwo verschwinden zu lassen. Also meine Gebäude. Ja. Doch, Brush und sowas geht auch alles. Das geht. Das kann ich, wie gesagt. Um es dir einfach mal zu erklären. Also, als ich die Überraschungsmap vor unseren lieben Crocodile Andy gebaut habe, haben wir ja die gesamte Map selber geterraformt. Ja, also da habe ich es können müssen. Ja, aber ich sage mir, warum muss bei einem Spiel, wo ich mich entspanne, immer alles schnell gehen? Ich bin ja nicht auf der Flucht. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich das mit der Hand mache, wundervoll entspannen kann. Und sich auch mein Publikum entspannt. Ja, also du wirst zum Beispiel auch in meinen Videos mehr oder weniger nie eine Timelapse sehen. Nur weil ein paar Leute meinen, das muss jetzt schnell gehen. Nö, wenn du schnell gucken. Ja, genau. Wenn du schnell gucken willst, dann musst du dir TikTok reinziehen oder Shorts. Aber ich mache hier langsam. Ich bin alt, ich darf das, ich bin in Rente und ich spiele ganz in Ruhe. Oder, Musi? Muss Ja. ich immer alles mit World Edit machen? Das ist doch... Nein. Nein. Definitiv nein. Und schau mal, wir haben das jetzt innerhalb von... Na, wie lange haben wir gebraucht? Halbe Stunde?
Ich habe gerade eigentlich auch Ungefähr halbe Stunde haben wir, dreiviertel Stunde haben wir gebraucht. Ja und? Ist das so schlimm? Ich find's nicht. Also ich kenne es nur so eigentlich. Man muss nicht. Also, ihr müsst dazu wissen, also, wir machen das auch wirklich nur bedingt. Ey! Wir machen das auch immer nur bedingt. Klar hätten wir das jetzt hier gebraucht, aber wie gesagt, dann hätten wir jetzt hier harte Kanten und müssten die auch terraformen. Ja, ich könnte hier natürlich auch brushen. Ja, das kann man auch machen. Ja, du findest es angenehmer, aber pass auf. Das Problem an der Sache ist, wir bauen in dieser Epoche ausnahmsweise im Kreativ, weil wir einen wichtigen Mitspieler haben, der gerade in den Prüfungen steckt. Ja, deswegen spielen wir momentan in der Renaissance im Kreativ. Normalerweise spielen wir am Wochenende nur im Survival. So, und jetzt stell dir mal vor, ähm, ja, klar, Survival heißt ja nicht World Edit, verstehst du? Das heißt, wir müssen auch zwischendurch immer wieder diese Geduld aufbringen. Und das ist eine ganz gute Übung. Ja, weil wenn du nämlich anfängst, zu viel mit Edit rumzuhantieren oder mit Brush, ja, erleichtert dir das klar im Kreativen ganz viele Dinge, aber du kannst das nicht im Survival machen. Du musst aber im Survival diese Dinge genauso beherrschen. Und wenn du dann dauernd Word Edit und Brushed und weiß ich was, dann verlierst du irgendwann das Auge dafür, solche Dinge hier zu machen. Das ist einfach so. Ne? Das ist der Grund, warum wir im Team ganz minimal World Edit einsetzen. Ja, also wir machen das zum Beispiel, ich kann dir mal so ein Beispiel nennen. Guck mal hier. Das war wichtig, weil hier ist eigentlich nur Wasser. Jetzt kann ich aber nicht verlangen von meinen Mitspielern, dass die hier beigehen und hier die ganze Eisfläche mit Steinen hinsetzen. Weißt du, das ist Quatsch. Dann sage ich, okay, Gucci, komm mal, mach mal so eine ebene Fläche, damit die halt ihr Zeug darauf setzen können. Oder zum Beispiel, wo es auch wichtig war, dass du zum Beispiel eine Insel hast, so wie die hier von Nonstop, ja. Und bei der war das Problem, dass die Insel einfach zu klein war. Das heißt, da musste Gelände rangesetzt werden. Und dann ist es natürlich erlaubt und auch wünschenswert, dass dann ein Word Edit dabei geht und hier Gelände ransetzt. Ja. Und mittlerweile hat Nonstop zum Beispiel auch World Edit. Genau. Aber wie gesagt, dieses Projekt ist eigentlich ein Survival-Projekt. Und wir spielen in der Renaissance. Wir haben uns bewusst für die Renaissance entschieden, weil die halt genau in die Zeit der Prüfung von unserer Padma fällt. Weil Padma hat ganz wichtige Prüfungen. Sie ist aber eine der Hauptmitspielerinnen hier. Und dass wir gesagt haben, weil die Padma so viel hier gemacht hat, dass wir da jetzt mal Rücksicht drauf nehmen und ihr einfach auch die Chance geben, dass wenn sie mal keinen Bock hat zum Lernen und mal eine Stunde hier raufkommen will, das dann natürlich im Kreativ dann machen kann oder am Wochenende. Weil wir sind ja eigentlich am Wochenende immer nur heute eigentlich anderthalb Stunden da und morgen halt 2. Und damit sie halt die Chance hat, da auch was zu machen und wirklich, im Survival würde sie nicht vorankommen. Also haben wir gesagt, okay, wir machen das einfach, wir kleckern nicht, wir klotzen, wir bauen riesige Teile diesmal. Und deswegen haben wir das gemacht. Und ihr seht halt, wie gesagt, die Besonderheit hier ist einfach, dass diese Abtei mittlerweile so groß geworden ist, dass hier einfach Land fehlte. Guck mal, hier mussten wir aufschütten. Und das ist dein Build Edit. Ist das? Ja. Ja? Und dann siehst du auch diese unschönen Kanten. Und dann muss man halt auch aufpassen mit dem Brushen, weil wenn er jetzt anfängt hier rum zu brushen, dann reißt er das Gebäude hier weg. Ja? Also wie gesagt. Und uns geht es ja auch darum, ihr müsst ja wissen, also lieber Emil, ich mache zum Beispiel keine Tutorials, sondern ihr könnt quasi live dabei sein, wenn ich sowas wie das hier baue. Diese Kathedrale hier zum Die ist zwar im Kreativ gebaut, aber ich habe sie so gebaut, dass jeder im Survival die nachbauen kann. Ja, diese Kathedrale, die kann man im Survival nachbauen. Weil ich nur Dinge verwendet habe und Techniken verwendet habe, im Grunde genommen, ja, die man im Survival
beherrscht. Und das ist hier auch so ein bisschen. Alles, was hier steht, könnt ihr im Survival bauen. Ja, ihr müsst dann zwar Gerüste benutzen oder wie auch immer. Und ich kann dir auch mal zeigen, also wie es innen drin aussieht. Ja? Das sind alles Dinge, die man Tatsache hier im Survival bauen kann. Und wir machen halt keine Tutorials, sondern ihr könnt halt live dazu gucken, während ich ganz chillig hier beigehe und sowas hier reinzaubern, ne? Oder wenn Rio kommt, ich wünsche mir eine Orgel und Rio sagt, komm, ich baue dir eine. Hat hier eine Orgel mit einem Creeper drin stehen. Ne? Also wie gesagt, also es ist, wie gesagt, es gibt ja viele verschiedene Spielmechaniken. Aber wenn ihr zum Beispiel überlegt, Emil, ich gebe dir mal einen Tipp. Also wenn du guckst, was wir zum Beispiel auf dem Community-Server bauen, das machen wir wirklich mehr oder weniger, also bis auf den Spawn, muss ich dazu sagen, und kleine Ausnahmen, alles im Survival. Und die setzen und bauen da Sachen hin, das glaubst du nicht. Und da nutzt keiner World Edit. Ja? Ja, wie gesagt, also bei uns, wie gesagt, selbst mein Bauteam benutzt ganz selten World Edit. Ganz, ganz selten. Ja. Also wie gesagt. Und du siehst, das Interessante halt ist, wie gesagt, ich habe einfach keine Zeit, also Tutorials abzudrehen. Und deswegen habe ich mich darauf beschränkt, dass wenn wir solche Sachen machen, ich quasi euch zeige, manchmal auch einfach jemanden begleite, so wie den Wusimu heute. Oder ich habe auch mal Padma begleitet, wie sie halt hinten Leonardo da Vinci gebaut hat. Wir können übrigens mal rüberfliegen zu Kai, was der da veranstaltet. Okay. Oder Gucci zum Beispiel, wo der Sachen gebaut hat oder so. Oder auch wenn er mit World Edit rumhantiert oder die wir hier zum Beispiel gebaut haben oder so. Das sind einfach Dinge, wie gesagt, also ich zeige nicht nur meine Sachen, sondern auch die, wenn andere bauen, wie die entstehen und das ersetzt unsere Tutorials. Ihr könnt ja auch im Stream genauso langsam. Es nützt euch ja auch kein Tutorial, wenn ich dann anfange mit Timelapse und World Editor rumzuhantieren. Das will keiner sehen, glaubt's mir. Ja, weil World Edit, das hat für mich nicht mehr viel mit Bauen zu tun. So, das zum Beispiel. Ja, sie hätte ja auch mit World Edit die Mauern repetieren können oder so. Halt, ne? Guck mal, hier ist schon die Plattform. Hat er aber war auch schon fleißig. Er ist schon am Anzeichnen. Guck mal, wo sie. Schau mal, er hat hier schon angezeichnet. Ja, ich muss Da mal ist wie ein Untergrund. gucken. Ja, der Sechseck. Mal gucken. Ich habe so die Befürchtung, dass das ein bisschen klein ist. Was denkst du, Wusi? Das könnte in der Tat schon ein bisschen sein werden. Weiß Da. es. Hallo Kai. Hallo. Hallöchen. Kai. Hören tust du mich aber. Klick mal, wenn du mich hörst. Okay. Das ist nur der Werkfried. Okay, okay, okay. Okay, okay. Dann ist es okay. Ich hab mir schon. Okay. Dann verstehe ich, was du meinst. Ja, ich war gerade ein bisschen irritiert. Wegen der Größe. Also wie gesagt, das ist so ein bisschen das Ding hier, weil das ist eine ziemliche Herausforderung. Ich weiß, dass Wusimo und Kai öfters schon relativ große Dinge gebaut haben, was ich da so gesehen habe. Das heißt also, dieses Auge dafür haben. Ich bin gespannt, wie die beiden Mädels damit umgehen. Also bei Lyra weiß ich, die muss aber aufpassen, dass sie nicht zu klein baut. Ja, also ich weiß, dass, wie gesagt, Moni kann ich schlecht einschätzen, die ja auch dabei ist, das wisst ihr. Bei Lyra weiß ich, die kann also perspektivisch gut schummeln, das weiß ich. Also wir haben ja so ein bisschen schummeln müssen halt, ne? So mit den Höhenunterschieden. So. Weil wir ja, was ihr mitgekriegt haben, natürlich nicht auf flach geformten, terrageformten Gebieten bauen, so wie jetzt bei der Abtei das halt notwendig wird. Da wird es auch noch ein bisschen anders, ihr werdet sehen.
Oder hier auch so die Hafenanlage, die Münze oder so. Sondern wenn ihr quasi vom Hafen kommt, der Hafen unten ist das tiefste Gebiet und dann geht's Stück für Stück halt die Anhöhe rum. Und da muss man natürlich mit den Höhen herumtricksen, ähm, damit das halt optisch dementsprechend wirkt. Das heißt also, im realen Leben würde man oft sagen, das Gebäude ist zu hoch, das andere ist zu niedrig, das ist zu klein, das ist zu, ja. Also wie gesagt, und wir arbeiten halt hier viel mit optischen Täuschungen. Also das ist manchmal gar nicht so einfach. Ja, also wenn ihr das jetzt hier von oben seht, ja, dann seht ihr, wie gesagt, dass sie alle unterschiedliche Dinge haben. Ja? Klein und Detail und riesig und stumpf. Ja, kann man so oder so sehen. Also wie gesagt, die Gebäude, also das Rathaus bin ich noch nicht zugekommen, weil du musst wissen, es gibt hier Gebäude, die es also im Leben wirklich gibt. Jetzt hat das Bremer Rathaus, genau wie der Michel, das Problem. Also Stina hat den Vorteil, sie könnte in Hamburg in den Michel gehen und sich den angucken, wie der innen aussieht. Ja. Ich wiederum kann nicht gucken, wie das Bremer Rathaus im Inneren aussieht. Weil du musst wissen, das Bremer Rathaus ist ein öffentliches Gebäude bis heute und somit ist Fotografieren in diesem öffentlichen Gebäude verboten. Jupp. So, somit kriegt man kaum Informationen, wie das da drinnen aussieht. Das heißt, ich muss halt mir überlegen, wie könnte es in der Renaissance dort ausgesehen. Das, was aber komplett zum Beispiel schon eingerichtet ist. Gucci ist jemand, der richtet alle seine Häuser ein. Das heißt, das Schloss, der Gasthof, sämtliche Häuser. Ja, es ist alles eingerichtet. Also jede kleine Fitzelecke. Ja, Krankenhaus. Ja, dann google doch mal. Google mal Bremer Rathaus innen. Versuch's mal. Wie gesagt, ich bin in Bremen geboren, also, sorry. Äh, ja, es ist Tatsache so. Und was viele auch nicht wissen zum Beispiel, ist, ja, dass das eben so geregelt ist hier in Deutschland, dass man in öffentlichen Gebäuden nicht fotografieren darf. Also alles, was mit Staat zu tun hat. Ne? So, und Gucci hat zum Beispiel auch schon versucht, Bilder vom Rathaus zu finden. Er hat auch keine gefunden. Ja, und somit sieht das Rathaus immer noch so aus. Ja, ist halt so. Ne? Und Gucci, wie gesagt, der hat da mehr Erfolg. Es ist, wie gesagt, bei Schlössern, Museen oder so. Oder bei Michel zum Beispiel ist es so, der wird heute als aktive Kirche noch genutzt. Und da ist das auch ganz, ganz schwierig, da an Bildmaterial ranzukommen. Leider. Ist halt nun mal so, da müssen wir nun mal durch. Das ist. Also selbst meine Mutter hat ihre Fotos durchgeguckt, die ist nämlich auch aus Bremen und hat da länger gelebt wie ich. Die ist nämlich da aufgewachsen, während ich ja in Berlin aufgewachsen bin und auch die hat keine Fotos. Genau. Naja, das meiste hast du eingerichtet. Komm, sei ehrlich, Gucci. Du bist da fleißiger wie wir. Ich hab noch nicht einen ein. Ja, wie gesagt, das Bremer Rathaus ist das hier. Das. Das ist das Bremer Rathaus. Und da gibt es also ganz, ganz wenige Bilder. Also Bilder von außen gibt es eine Menge. Allerdings, wie gesagt, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das wäre eigentlich auch noch nicht in der Renaissance. Weißt du, was das Bremer Rathaus in der Renaissance war? Das kleine Fitzelchen. Das hier mit dem Türmchen da drin. Das wäre das Rathaus. Jo. Jetzt haben wir da schon ein bisschen geschummelt in der Zeit. Aber wie gesagt, innen drin, ja. Und vor allen Dingen ist es auch nicht alles, weil in der heutigen Zeit geht das Gebäude hier nämlich noch weiter und würde im Grunde genommen noch hier weitergehen und hier weiter und weiter und weiter, weil da ist nämlich das neue Rathaus dran. Und die Bilder, die du wahrscheinlich gefunden haben wirst, sind die vom neuen Rathaus.
Ja, ich suche auch noch einen Einrichter. Also die Wohnhäuser zum Beispiel, die sind meistens gar nicht eingerichtet. Ich glaube, da war Gladys diejenige, die ihre Wohnhäuser eingerichtet hat. Ja, das ist so ein bisschen. Aber wie gesagt, wir haben uns halt drauf geeinigt. Wir richten nur die Häuser ein, die wir Tatsache dann auch später für die Abenteuer nutzen. Weil es würde sonst bei weitem übersteigen. Aber etwas kann ich dir zeigen, lieber Emil. Wir haben uns nämlich gedacht, dass es der Michel eine Seefahrtskirche ist. Also die der Seefahrt gewidmet. Was macht sich besser in so einer Kirche wie ein riesengroßes Walskelett? Das gehört hier einfach rein. Auch wenn es nicht in echt ist. Das heißt, es ist eine Mischung aus realen und unseren Fantasien, wie etwas sein könnte und ausgesehen haben könnte. Oder wie wir es gerne gehabt hätten. Also, deswegen. Ja, ganz normal hier. Ich bin ja wo. Das sind übrigens Ah, ihre Wuffis. Also, nicht, dass du dich wunderst, dass die da hocken. Die haben wir schon ein paar Mal unten unterhalb der Kirche befreien müssen. Also, wie gesagt, das ist halt so eine. Du könntest nach dem Bauplan suchen. Ah ja. Hast du welche? Wusimo? Bauplan. nein. Du musst lachen, selbst die gibt's nicht. Die gibt's nicht. Die gibt's nicht. Da müsste ich ins Archiv quasi in Bremen. So. Jetzt bin ich aber nicht mehr in Bremen. Ich sag dir, meine Geburtsstadt. Da bin ich wieder aufgewachsen. Ich bin dort geboren. Ich bin aufgewachsen in Berlin und lebe jetzt in NRW. So, in Berlin Renaissancebauten wollte ich nicht noch ein Schloss nehmen. Verständlich, glaube ich. Ich wollte jetzt auch nicht unbedingt die große Synagoge bauen. Mit der riesen Kuppel oder was. Ja. Das wäre so Berlin-mäßig oder Schloss Charlottenburg oder sowas, ja. Muss ich nicht unbedingt noch haben. Irgendwann ist auch mal gut mit Schlössern. Und ja, und jetzt, wie gesagt, mittlerweile, wie gesagt, lebe ich ja in NRW, dort zwischendurch in Frankreich und ja, genau. Also wie gesagt, es ist halt. Und dann haben wir halt noch 3 Schweizer im Team, wie gesagt, die auch so ihre Probleme hatten. Und ihr müsst wissen, viele Sachen der Renaissance, wir haben zum Beispiel München. München ist eigentlich eine Stadt, die in der Renaissance mehr oder weniger relativ groß wurde. Ihr aber ganz wenig dort nur noch findet, weil viele Sachen entweder der Krieg kaputt gemacht hat oder abgerissen worden sind, damit moderne Dinge macht. In Amerika kannst du alle Straßen anschauen, ne? Und was weiß ich auch und mal Baupläne. Ja, wie gesagt, Amerika ist jung. Ist ein junger Kontinent im Gegensatz zu Good Old Germany. Es ist weil sämtliche Völker Europas sind ja nach Amerika ausgewandert. Also by Ja. the way erwähnt. Das heißt also, den wirklich wahren Amerikaner, ja, was soll ich dazu sagen? Kann man so oder so sehen, ne? Also letztendlich irgendwo ist die USA, sagen wir mal, die hat sich zwar baulich in ihren eigenen Stil entwickelt, sage ich mal, so diese Hochhäuser und tralala, aber wenn man mal richtig hinguckt, ihr findet Tatsache sämtliche Baustile Europas in Amerika. So. Da gibt es Dörfer, die sehen aus wie die Schweiz und da gibt es Städtchen, da wird Deutsch gesprochen, da ist Bäckerei und Fleischerei, da gibt's Polka und die Häuser sehen alle deutsch aus, die Straßennamen sind deutsch, also
Ich sag mal dazu nichts. Das ist so ungefähr wie ich in Berlin gelebt habe, im französischen Viertel. Dort sämtliche Straßennamen französisch waren, die Häuser alle französischen Stil haben, französische Läden waren. Also verrückt. Einfach nur verrückt. Na? Genau. Und in Amerika darf man noch einfach bauen ohne Genehmigung. Und wenn der große Sturm kommt, dann ist das Haus weg und in die Hand. Was? Das ruckt kein Loch bauen, genau. Ja. Also wie gesagt, das hat immer alles Vor- und Nachteile. Also uns wird das Leben hier schwer gemacht, dass wir eben nicht tun können, was wir wollen. Dass wir für alles kleine Genehmigungen, Gesetze und weiß ich was haben. Aber wie gesagt, Emil, zu deiner Information, in Amerika ist das Fotografieren noch wesentlich mehr untersagt in öffentlichen Gebäuden als hier in Deutschland. In Deutschland kannst du hingehen und kannst fragen, ob du es darfst. In den USA, ja, die sind ja schon richtig paranoid, also ist es in vielen Gebäuden absolut untersagt. Da darfst du es wirklich nicht. Ja, also wenn du da erwischt wirst, also da wirst du härter bestraft als hier in Deutschland. In Deutschland machen so du, schmeißen die raus und fertig. Oder sagen, packen sie die Kamera ein und, ne? Also wie gesagt, da sind wir doch noch ein bisschen dran. Und wie gesagt, es ist nun mal so und es hat Tatsache hier in Deutschland etwas mit Datenschutz zu tun. Es hat etwas mit Datenschutz zu tun, weil unser Rathaus ist eine Behörde. Und Behörde hat mit Datenschutz zu tun. Ganz einfach. Es geht nämlich niemandem etwas an, wann und wie und wohin ich mich in einem Rathaus bewege. Ja, das ist hier auch so. Also wie gesagt, Google Street View. Aber was nützt mir das, wenn ich mir die Straßen angucken kann, wenn ich nicht sehe, wie es in den Gebäuden aussieht? Und es geht ja darum, wie sieht es innen aus? Und da kommen wir halt nicht ran. Ich müsste also wirklich Tatsache nach Bremen fahren und da durchlaufen und mir angucken, wie es ist. Und dazu ist mir das aber zu weit weg. Da komme ich gar nicht hin. Und wie gesagt, die Sina hat das Einfache. Die könnte bei sich quasi in der Stadt, weil die kommt ja aus Hamburg, die lebt da auch noch, könnte in die Michel. Die war wohl letztens auch da und hat aber vergessen, genau hinzugucken. Ja, wie gesagt, also, es ist halt. Aber ich hoffe mal drauf. Ich weiß nämlich zufälligerweise, dass einige Gebäude irgendwann ja auch Jubiläum haben. Und dann gibt es Fotografie. Und das, was ich mir überlegt habe, was ich mal machen könnte, ist, ich könnte Tatsache mal irgendwie gucken, ob man vielleicht in der Bibliothek oder in einem guten Buchhandel vielleicht ein Buch über das Bremer Rathaus findet mit Fotos. Weil dann sind die ja im Auftrag der Stadt gemacht worden und dann kann man an die Fotos. Geht nicht. Geht einfach nicht. Ist einfach so. Ich hab's versucht. Ja. Wie gesagt, ich weiß das einfach aus dem Grund, weil ich habe in Berlin in einem Rathaus gearbeitet. Und es war auch in meinem Rathaus, wo ich gearbeitet habe, strengstens untersagt, dort Fotos zu machen. Das fing an bei uns, ihr werdet lachen, im Standesamt schon. Es dürfen im Standesamt keine Bilder gemacht werden. Wenn ihr rausgeht, auf der Treppe steht, alles was vor dem Gebäude ist, durfte fotografiert werden. Aber durfte weder Fotos gemacht werden in dem Raum, wo der Standesbeamte ist, noch in den Gemäuern, sondern erst im Grunde genommen das Brautpaar fotografiert werden, wenn die vor dem Standesamt sind. Draußen, vor dem Haus. Jo, so streng ist das. Krass, oder? Das ist bei euch auch so streng in der Schweiz. Gute Frage, ich habe mir noch nie Gedanken gemacht. Also wie Nein. gesagt, also wenn du dir Hochzeitsfotos anguckst, also ich finde, also das ist nämlich etwas, was mir zum Beispiel ganz, ganz oft aufgefallen ist. Es gibt immer nur Bilder von draußen. Und selbst bei dem beschissensten Wetter.
Ja, also selbst wenn es regnet, schneit, stürmt, hagelt, es gibt nur Bilder von draußen. Was es nicht gibt irgendwie, es sei denn, man hat sie heimlich aufgenommen. Ich weiß, dass es vorkommt im Zeitalter von Handys, aber eigentlich generell ist es verboten. Es ist, ne, also Datenschutz und so halt, ne? Weil wenn ihr auf dem Flur zum Beispiel das Brautpaar fotografieren wollt, dann kann es passieren, dass dort vielleicht schon die Nächsten warten. So, ne? Oder dass da zum Beispiel sind ja die Aufgebote, die da hängen, ne? Also vor diesem Raum, wo ein Brautpaar zum Beispiel getraut wird, da hängen die Aufgebote. Und das sind amtliche Dokumente, die dem Datenschutz unterstehen. Das heißt, ihr könnt sie euch zwar angucken, aber ihr dürft da keine Bilder von machen. Das ist einfach so. Gucci sagt gerade, das ist in der Schweiz auch so. Das, wie gesagt, Okay. das hat wirklich etwas nur mit Datenschutz zu tun. Dass es niemandem etwas angeht, weil im Rathaus zum Beispiel sind Sozialamt untergebracht, wenn ihr versteht. Dort gibt es eine Wohngeldstelle, es gibt eine Obdachlosenhilfe. Und jeder geht ja durch den Haupteingang rein. Ne? Damit hat das etwas zu tun. Weil man könnte eventuell eine Person quasi fotografieren, die vielleicht obdachlos ist und sich da gerade Hilfe sucht und die das aber nicht möchte, dass man das weiß. Und durch dieses Foto wird das halt sichtbar. Also, wie gesagt, jeder hat das Recht am eigenen Bild. Und wie gesagt, dieser Datenschutz ist hier in Deutschland mittlerweile so auf die Spitze getrieben, das ist schon Wahnsinn. Und in den USA ist das nämlich nicht so. Ja, ich weiß zum Beispiel, wenn du hier zum Beispiel Dashcam-Videos anguckst, was die da alles rauspixeln müssen, das glaubt ihr nicht. Ja, das ist der Wahnsinn. Ja, was da alles rausgepixelt wird. Und wenn ihr amerikanische anguckt, da könnt ihr die Kennzeichen sehen, da seht ihr die Leute, die da drin sind. Ja, das interessiert gar keinen. Genau. Also wie gesagt, das sind so die Unterschiede halt. Ne? Das hat alles Vor- und Nachteile. Also manchmal kommen wir uns hier schon vor wie, ja, absolut bevormundet. Ne? Ja. Ja, wie gesagt, Minecraft hat heute auch viel mit Datenschutz zu tun. Wirst lachen. Da kannst du auch nicht einfach bauen, was du lustig bist oder sagen, was du willst. Äh. Das hat auch mit Datenschutz zu tun. Es ist wirklich so. Ja, das habe ich, wusste ich nicht. Bei Musik ja, aber Ja. beim Bauen? Genau. Bei Musik ist es zum Beispiel so, das hat viel mit Datenschutz zu tun. Also Copyright ist nämlich auch Datenschutz. Urheberrecht. Das heißt, ich kann hier auch nicht einfach irgendwas hinbauen, was, weiß ich, von mir aus ein Lars gebaut hat. Da muss ich hingehen. Ich habe ja hier zum Beispiel in der einen Epoche habe ich Lars seine Wikingerschiffe benutzt und habe Lars Tatsache vorher gefragt, darf ich die nehmen? Darf ich die hier so bauen? Weil das ist sein geistiges Eigentum. Es ist einfach so. Ja? Und Lars gehört aber zu den Leuten, die ja auch Tutorials machen. Er hat gesagt, klar, das Ding ist im Tutorial, dann kannst du nehmen. Ja, aber das versteht ihr, was ich meine? Ist genauso, dass wir zum Beispiel, selbst wenn wir uns teilweise privat kennen, aus Datenschutzgründen nie ein wirkliches Alter zum Beispiel preisgeben, Namen, Adressen, das hat alles was mit Datenschutz zu tun. Und das betrifft auch Minecraft. Das ist vollkommen normal für uns. Ne? Das, ja. Und manche Dinge, wie gesagt, ja, ist halt so. Ne? Wir können hier also auch in Minecraft nicht einfach machen, was wir wollen. Das, wie Wusimu schon gesagt hat, mit der Musik. Thema Musik. Amis, keine Ahnung, warum die keine Strikes kriegen. Die können sämtliche Musiken von Minecraft abspielen. Würde ich das tun? Ich hab, wie gesagt, selbst wenn es ganz leise zu hören ist, habe ich schon Strike drin gehabt. Ja, weil es kein C418 war. Ja? Das heißt, ich habe, selbst wenn wir hier Weihnachtslieder singen und nur ganz leise die Musik läuft, wehe, du hast die falsche drin. Strike. Alles schon vollkommen. Jo. Verrückt. Absolut verrückt. Ist echt verrückt. Bei mir kann man da noch keine Strike bei Minecraft Musik.
Da hast du Glück gehabt, dass bis jetzt vielleicht der Filter noch nicht angesprochen ist. Genau, und mit Werbung aufpassen. Das ist zum Beispiel, der meckern war immer mit Nonstop rum, weil der dann immer in seinem Stream erzählt, was er isst. Wenn er sagt, er isst Schokolade, ist okay, aber sobald er den Namen nennt, ja, und wenn ihm da wirklich einer was Böses will, ja, dann, und wir sagen immer schon, nimm vorher schon das Ding Werbung rein, weil du vergisst das ja immer, ne? Es gibt in Minecraft eine Map, wo alle Bücher der Welt in einer, ja, genau, die hat Lars auch schon mal gezeigt, genau. Genau. Diese Bibliothek, diese Riesenbibliothek, genau. Lars hat da mal ein Video drüber gemacht. Ähm, Ich hätte es auch gerne mal als Video gemacht. Ich muss dazu sagen, die ist aber so heftig, von der Größe her, dass ich befürchte, dass mein PC samt Internet das nicht aushalten würde, weil ich finde das so genial. Ich weiß nicht, Wusimo, kennst du diese Bibliothek? Es gibt in Minecraft eine Bibliothek, die von ganz, ganz vielen Leuten gemacht worden ist, wo du alle Bücher der Welt im Grunde genommen findest, das Wissen der Welt. Das ist quasi etwas wie die Bibliothek in Alexandria. Nein, kenne ich nicht, aber Und könnte die gibt mal es anschauen. wirklich. Und da sind zum Beispiel ganz viele Bücher drin, die in vielen Ländern zum Beispiel verboten sind. Einfach aus religiösen oder politischen Gründen. Oder weil das, weiß ich, streng katholische Länder sind oder was der Geier, ja. Und die kann man da Tatsache alle lesen. Ja, also es gibt für jedes Land quasi alle Schriftsteller. Da gibt es zum Beispiel auch Rushdie drin. Ja, also im Iran, der wurde ja verfolgt und tralala und so halt. Ja, also solche Bücher findet man da drin. Ja. Okay, dann kann ich mal austesten, ob mein PC das aushaltet. Ja, wie gesagt, also es gibt, ich muss mal gucken. Ich weiß nicht, ob Lars dieses Video noch drin hat. Sollte er das drin haben, werde ich es euch mal verlinken. Das ist wirklich so mega. So mega. Ja, weil das ist, wie Emi halt sagt, das ist die Bücher der Welt. Das sind die Bücher, wo die Leute wirklich teilweise für umgebracht worden sind, dass sie halt diese Wahrheiten gesagt haben. Dass sie die Dinge so aufgeschrieben haben, wie sie wirklich sind. Und ihr wisst, im Laufe der Zeit, wie gesagt, auch mit der deutschen Geschichte, wir haben ja auch erleben müssen, der Schriftsteller Tatsache umgebracht worden sind, Bücher verbrannt worden sind und solche Sachen. Ne? Das weiß ich nicht. Es, es kann sein. Ich weiß es nicht. Ich muss so Gucci fragen. Gucci, hast du da. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das da nicht drin ist. Weil jedes Buch, es hört sich jetzt blöd an, aber wenn ich das sage, aber jedes Buch ist es wert, gelesen zu werden. Weil es hat ja nichts damit zu tun, welche Meinung du über dieses Buch hast. Ja? Also, wie gesagt, sondern es geht ja darum, wie gesagt, also sich eine Meinung zu bilden und nicht zu sagen, okay, ich habe da was gelesen, das stimmt jetzt so, sondern es soll dich anregen, im Grunde genommen bei dir zu gucken, könnte das so sein? Ne? Also nur weil ich in der Schule Marx lesen musste, heißt das noch lange nicht, dass ich der Fan von absoluten Kapitalismus bin oder sowas. Ja, also oder ein Marxist werde. Das sind halt so Dinge, die man halt lesen muss, so zu meiner Zeit. Ich weiß gar nicht, ob man das heute immer noch muss in der Schule, aber wir mussten das damals lesen. Oder Tolstoi und weiß ich, Krieg und Frieden und so eine Dinger. Also, ihr könnt euch vorstellen, wie man guckt in der 10. Klasse, wenn da einer ankommt mit so einem Schinken mit 700 Seiten und sagt dann so, lest das mal in Herbstferien und dann schreiben wir eine Arbeit drüber. Ja, also dann könnt ihr euch so vorstellen. Also ich habe es mir einfach gemacht, ich habe dann den Film geguckt. Obwohl der so gar nichts mit dem Buch zu tun hat. Okay, das hatten wir nicht. Aha. Also wie gesagt, ich weiß es nicht, aber ich finde das halt wichtig. Ich finde es wichtig, Bücher nicht zu verbieten. Man sollte den Menschen ihre Meinung nicht absprechen, ihren eigenen Kopf nicht absprechen.
ihre Intelligenz nicht absprechen. Und Intelligenz kriegt man auch nur, wenn man zur Schule gehen kann. Wenn man lesen und schreiben kann, was ja viele nicht dürfen. Aus welchen Gründen auch immer. Ne? Deswegen, also, und gerade Mädchen können dann besonders ein Lied von singen. Ne? Wie ihr wisst, es gibt ganz viele Länder, wo die männlichen Menschen der Meinung sind, Frauen an den Herd und Kinder kriegen und ihnen den Hintern hinterherkehren, weil sie haben einfach Angst davor, was passiert, wenn eine Frau das Wissen erlangt. Ja, was soll ich dazu sagen? Vielleicht wäre die Welt dann manchmal besser, wenn viel mehr Frauen zur Schule. Ja. Öffentlich zugänglich, genau. Und alle in Museen befindlichen Exemplare sind nur zu Studienzwecken zugänglich, genau. Und ich weiß halt, wie gesagt, dass Lars das mal machen konnte. Nee, bei uns lesen wir eher Jugendbücher oder Klassiker wie Max Fisch, Andorra und auch Bücher in Englisch und Französisch. Hm. Was ist mit dem Literaturunterricht? Hallo, Deutschland ist das. Oh Mann, ich bin schockiert. Ich bin echt schockiert. Ähm, Deutschland ist das Land der großen Schriftsteller. Es ist schon schlimm genug, was aus der deutschen Sprache gemacht worden ist, ja, mit Rechtschreibung und so. Ich will keinen böse angucken, ja, aber das ist schon eine Schande, ja. Aber wenn man dann anfängt in den Schulen, das, auf was wir Deutschen eigentlich stolz sein können, nämlich Schiller, Goethe etc., ja, da sind ja sehr, sehr viele Schriftsteller, ja. Aber ich habe auch schon bei meinen Enkelkindern mitbekommen, die auf höheren Schulen jetzt unterwegs sind, dass solche Dinge nicht mehr gelesen werden. Und ich finde das so schlimm. Ich finde das so schlimm. Weil sie eigentlich gar nicht mehr verstehen, woher wir kommen, wie wir gelebt haben, wer wir sind. Also mal ganz ehrlich. Also ich habe keine Angst zu sagen, hallo, ich bin Deutsche und ich bin stolz auf Schriftsteller, auf Maler und Musiker und Komponisten und auf mein Land und bestimmte Prinzipien, die man verträgt, wie Ordnung, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit. Das ist doch nichts Schlimmes. Genau, das Land der Dichter und Denker, genau. Ich finde das schlimm. Ja, also wie gesagt, also ich, weißt du, was die hier in Deutschland Tatsache machen wollten? Was? Die wollten ein Kinderlied verbieten. Fuchs, du hast die Gans gestohlen, wollten die verbieten. Dass Okay, die kenne das Kinder Lied das nicht, singen. aber Das war, das da, da, Kinderlied da, da, verbieten? das, das ist doch nicht mehr normal, oder? Findest du das normal? Nein, ist nicht normal, finde ich. Der Fuchs frisst nun mal Gänse. Was tut der Mensch? Soll ich dem Mensch jetzt auch alles verbieten? Oh Mann. Das war schon so albern. Das war schon richtig albern. Also ihr seht, wo dieser Humbug hinführt. Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Gib sie wieder her. Das wollten die Tatsache verbieten, das Lied. Ah. Und ein Hänsel und Gretel. Also ich bin ja da schon Protest, das habt ihr schon mitgekriegt. Bei mir werden Märchen, so wie sie sind, erzählt, auf meine Art und Weise. Und ich schwöre euch, ich werde irgendwann dann garantiert auch Rotkäppchen aufnehmen. Und da frisst der Wolf dann auch das Rotkäppchen. Ne? Das gehört dazu. Weil die Dinger haben noch eine Moral. Ne? Äh, Also ich bin immer pünktlich. Ich bin immer pünktlich. Wenn ich mal nicht pünktlich bin, dann ist wirklich etwas Wichtiges dazwischen gekommen. Ja, aber ich bin immer pünktlich. Während Amerikaner bei mir grundsätzlich meine Freunde, amerikanischen Freunde, immer zu spät. Und nicht nur eine Viertelstunde. Nicht nur eine Viertelstunde. Die man ja als Deutscher noch irgendwo einräumt. Die waren immer zu spät. Aber Franzosen sind da auch nicht besser, glaubt's mir. Die einzigen, die es mit der Pünktlichkeit so ein bisschen mehr genommen haben, waren die Engländer bei uns in Berlin. Aber die Amis, also, hallo Schludrian.
Aber wie gesagt, ich habe damit kein Problem. Aber ich sag mir halt so, jedes Land seine Eigenschaften. Aber da kann man doch auch stolz drauf sein. Warum fängt man an, solche Dinge zu verbieten? Ich weiß es nicht. Wann kommt das nächste Märchen? Ja, ich weiß, Gucci, du hast da voll Bock. Ich bin noch am Überlegen, welches Märchen wir Tatsache nehmen. Ich bin noch so ein bisschen da am Überlegen. Weil nur Grimms Märchen oder so will ich auch nicht machen, weil es gibt ja auch noch Fontane oder sowas halt, ne? Genau, Japaner sind auch pünktlich. Japaner sind sehr oh ja, auch Chinesen. Also überhaupt Asiaten. Weil ich habe einen Asiaten in der Familie, der ist sehr, sehr direkt. Genau, so bin ich auch. Ja, Schweizer laufen immer ihren Uhren hinterher, habe ich das. Die sind auch immer nach der Zeit da. Also, pünktlich habe ich auch noch keinen kennengelernt. Also, Gucci ist der Einzige, der mal überpünktlich ist, wenn er da ist. Das weiß ich. Aber ansonsten, wie gesagt, ich finde, wie gesagt, es muss sich keiner schämen, woher er kommt, an was er glaubt oder sonstiges. Er sollte zumindest dann so sein, dass er sagen kann, ich bin ein Mensch, ich lebe auf dieser Erde und ich respektiere andere Menschen, andere Meinungen, andere Religionen und andere Denkweisen. Weil es einfach so ist. So. Ja. Aber man kann ja trotzdem mit dem anderen befreundet sein. Man muss ihm ja nicht dauernd eins vor die Glocke hauen, deswegen, nur weil er eine andere Meinung hat. Ne? Und Geld und Macht sind nicht alles auf der Welt. Ja, weil entmachtet werden kann jemand sehr, sehr schnell. Haben wir gelernt, dass das überhaupt nichts bringt. Ja, wir könnten so friedlich leben. Ah. Ne, wie gesagt, also, das sind halt so ein bisschen ernstere Themen, die hier einfach auch mal her müssen, weil, wie gesagt, wir reisen hier durch die Epochen. Und diese Epochen, wie gesagt, ja, haben wir einfach festgestellt, dass wir zum Beispiel hier in der Renaissance alles wunderschön gebaut haben, bis uns dann einfiel, Moment mal, erstens mal war das die Epoche der Pest. Sprich, ganz viele Tote durch die Pest. Zweitens war es die Epoche der großen Machtumwälzung. Das heißt, da wurden ganz viele Könige mal eben entsorgt, zum Beispiel. Ne? Und dann kamen wieder neue. Dann, es ist das Zeitalter der Eroberung. Es ist das Zeitalter der Erfindung. Aber was wurde denn erfunden? Ja, und dann fingen wir uns da immer mehr an, mit auseinanderzusetzen und festgestellt, ein großer Anteil dieser Epoche waren auch Kriege. Mord und Totschlag. Jo, Krankheit, Mord und Totschlag. Wahnsinn. Ja, und wenn ihr euch die Zeitalter davor anguckt, also es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Es ist, wie gesagt, Renaissance denken viele nur an Kunst, an schöne Erfindungen wie den Buchdruck und solche Sachen. Ja, ihr versteht schon, was ich meine damit. Und man vergisst ganz, ganz schnell die andere Seite. Denn Buchdruck, Druck, größere Verbreitung, heißt sprich, es haben immer mehr Leute dann auch lesen und schreiben gelernt. Ne? Und Wissen ist Macht. Und irgendwann hat sich ein Volk dann eben nicht mehr dem Oberen gebeugt. Ja, und dann könnt ihr dreimal raten, was mit dem Oberen dann passiert ist. Bestes Beispiel der Sonnenkönig, sag ich immer. Ne? Mit seiner werten Gemahlin. Und die Ja. Französische Revolution und solche Dinge halt, ne? Oder später dann andere Revolutionen. Und das endet eigentlich immer wieder gleich. Einer spielt sich auf, behandelt und respektiert anderen nicht und dann Kopf ab. So ist es. Das, wie gesagt, umso intelligenter ein Volk ist, umso eher hat derjenige, der da oben sitzt, Schwierigkeiten, das Volk zu unterdrücken und mit dem zu machen, was er will. Ja,
Deswegen sage ich immer, lernt. 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 Guckt über den Tellerrand raus. Und nicht alles ist wundervoll rosa und es ist auch nicht alles schwarz. So, gut, jetzt haben wir aber genug gefachsimpelt. Jetzt können wir hier uns mal hinsetzen, hopp, und einfach mal die Sonne genießen. Den Ballon Die da schon oben. die Sonne ist froh, Schnipp, weil sie schnapp, noch einmal rüber ab, kaputt ist. genau. Das Märchen der gestiefelte Fuchs. Ja, das wäre doch mal was. Das wäre doch mal was. Ich weiß, was du meinst. Gestiefelt. Oh, gut. Ja. Ja, ach, es wird mal wieder Zeit für ein Märchen aller Klötzchen. Alles ist grau. Ja, siehst du, bei uns ist nicht alles grau. Guck mal, hier sind Sonnenblumen, gelbe Sonnenblumen. Man muss nur die schönen kleinen Dinge sehen. Ich habe mich zum Beispiel gefreut. War das bei dir auch so warm heute? Die waren 23 Grad. Wir hatten 27 Grad. Das war richtig. Und mal eine richtig schöne Luft, also nicht so, weißt du, entweder hast du ja so eine Föhnluft oder so schwül und oder so überfeucht oder zu trocken. Es war genau richtig. Und ich hab's so richtig genossen. Ich hab's so richtig genossen. Ich bin immer zwischen Haushalt im Haus und draußen im Garten hin und her gehüpft. Und das Schöne war, dass mein Männer dann auch draußen war und mein Sohn hat Rasen gemäht. Das war so richtig schön heute. Jo, richtig. Ich war nur groß draußen. Schon alleine wegen dem Heuschnupfen. Ja, sag mal, ich habe ja auch die Pollenallergie. Aber wenn ich das mache, muss ich das ganze Jahr im Haus bleiben. Also gegen alles. Nicht Ich nur war Heuschnupfen. Ja, mich juckt das Fell, aber halt nicht. Es ist mir egal. Das war's wert. Ich habe mich halt tierisch gefreut. Ich habe mich an meine Tulpen gefreut, die endlich geblüht haben. Meine Osterglocke, meine einzelne. Jo. von etlichen. Ich freue mich, dass meine Himbeeren wachsen, dass meine Pflaumenbäume blühen und das war richtig. Und die Vögel meinem Hund fast auf den Kopf gelandet sind und meine Hunde, die im Garten gespielt haben, selbst mein alter Hund, ja, rottete in den Garten, hat sich gefreut über die Sonne. Also es war richtig schön. Und Gucci hat heute sogar den ersten Grillabend wieder gemacht. Sehr schön. Ja, das haben wir nicht geschafft, weil wie gesagt, der Rasen, da muss noch viel gemacht werden. Weil das ist ja, wir haben ja keinen Rasen, wir haben Wiese. Also richtig mit Kräutern und so drin, ne? Und das ist ein bisschen schwierig. Also das stand schon, das ist ja so hoch und so dicht gewachsen gewesen. Also wir haben mehr oder weniger haben sich dann mein Männer und mein Sohn abgewechselt mit dem Rasenmähern. Also dann ist der Boden darunter natürlich noch extrem feucht, weil es hat die letzten Tage nur geregnet. Und dass wir dann irgendwann gesagt haben, jetzt reicht's. Ja, und haben uns dann halt so ein bisschen in die Sonne gesetzt. Das ist schön. Nach dem ganzen Grau halt. Deswegen war ich ja gestern so frustriert, weil das hat 3 Tage hintereinander geregnet. Dann hast du nur Grau in Grau und dann gehst du in 12 Pixel rein und hast nichts anderes als Schnee, Grau in Grau, Regen und Kälte. Das war frustrierend gestern. Das wollte ich nicht. Ich wollte Sonne. Ich wollte Sonne. Sonne, Sonne, Sommer oder so. Warm. Das ist echt frustrierend, Ja. wenn die Real Life dann plötzlich im Spiel das gleiche nochmal ist. Ja, das macht echt depressiv. Also das könnt ihr mir glauben. Also wir haben hier so viel Regen hatte ich in den ganzen 10 Jahren, die ich hier lebe, noch nie erlebt. Echt Wahnsinn. Es ist echter Wahnsinn. Ich hatte das Gefühl, dass unsere Pumpe hinterm Haus im Dauereinsatz liegt. So wie das Wasser hier quasi. Weil wenn die Pumpe nicht gelaufen wäre, dann hätte ich fließend Wasser in der. Ja, also so müsst ihr euch das vorstellen. Es hörte überhaupt nicht mehr auf. Der Schlamm, es, das war Überschwemmungsgebiet. Ich habe schon gewartet und gehofft, dass Frösche sich bei mir ansiedeln. So feucht war das. Wahnsinn. Nicht mal die Hirsche sind nach unten mehr durch den Garten gelaufen, weil das so nass war, weil die dann nur noch versackt sind. Sei froh, dass die Früchte nicht gekommen sind. Die können im Frühling ziemlich laut sein. Auch ich mag die gerne. Ich mag Frösche gerne. Wir haben Erdkröten hier, aber die haben wir nur in heißen, trockenen Sommern.
Dann kommen die aus der Erde raus und sitzen dann auf dem Asphalt abends, wenn ich Gassi gehe. Immer voll lustig, diese fetten, großen, trockenen, die sind ja nicht schleimig, die sind ganz trocken halt, ne? Die sitzen dann halt auf dem Asphalt und nehmen die Wärme auf halt. Und die sind aber auch nicht so laut, die machen so ganz komische Geräusche, machen die. Genau, und Momentum ist es auch, ja, aber das Tauwetter hat er ja schon eingesetzt. Also ganz so schlimm ist es ja auch nicht. Ne? Und wie gesagt, die nächste Epoche, dann heult er wieder alle rum, hey, es ist viel zu heiß und viel zu wenig. Ich meine, ich kann euch ja in die nächste Epoche auch in die Wüste setzen. Dann heißt das wieder Oder in den, Sand in den wie Schuhen. wär's mit dem Dschungel? Bin gespannt, wie viele dann sagen, spätestens nach einer Woche, ich kann keine Dschungelbäume mehr sehen. Oder keine Lianen und keine Melonen mehr oder so halt. Ja, also ich höre da immer ganz genau zu, mi und so. Und dann gibt es immer die passende Retourkutsche. Wie gesagt, mit dem Schnee war das. So eine kleine Retourkutsche. Weil die alle rumgeheult haben mit dem Nether. Und ich gesagt, okay, jetzt reicht's. Wir haben Winter, wir gehen in den Schnee und fertig. Nein. Ubo will Frosch kraulen und zum Teleportieren. Genau, ich bin ein Frosch-Fan, deswegen habe ich auf dem Community-Server einen Frosch zum Teleportieren. Genau. Frösche und Füchsen und Eulen mag ich. Ich vermisse mein Eulchen. Eindeutig. Na gut, wir haben es jetzt 23 Uhr. Hallo Frosch. Fuck. Wir haben es jetzt 23 Uhr. Ja. Ich weiß nicht, was Kai gerade noch so treibt. Ich denke mal, der wird da auch noch am sein. Ach, was mache ich jetzt? Schreibe ich schon slash Kai. Magst du zu uns an den Brunnen kommen zum Nachsagen? Weil der hört mich da hinten nicht. So, okay. Wir sitzen hier am Brunnen, haben's gemütlich. Im Dschungel gefriert aber das Wasser nicht ein. Ja, das ist mir klar. Aber im Dschungel fällt man immer in Löcher, wie du weißt. Okay. Kai kommt. Gut. Auf jeden Fall, wie gesagt, haben wir das heute schon mal geschafft, euch beide hier mehr oder weniger einzuführen. Und die haben ja beide schon ihr Häuschen, also ihr Starterhäuschen haben sie ja schon fertig. Weil, wie gesagt, unsere Mädels müssen da noch was bauen. Und ihre Projektflächen haben sie auch soweit. Das heißt, wir haben heute Wusimu seine vorbereitet. Kai ist auch schon heftig dabei gewesen. Also der hat sich da auch seine Fläche schon vorbereitet. Und ja, er steht hinter mir. Ja, ich hab dich. Herrlich. Okay. Auf jeden Fall, wie gesagt, haben wir drei heute schon eine ganze Menge jetzt gemacht und getan. Und ich denke mal, der Anfang ist gemacht. Und ich bin gespannt, also welches Mädel morgen dann es schafft zu kommen. Ich weiß von Lyra, die, wie gesagt, die braucht noch ein bisschen Zeit, weil die da noch nicht so wirklich sich Gedanken gemacht hat. Weil ihr wisst ja, in der Rolle, die man halt hat, muss man sich auch wohlfühlen. Und weil das ist ja hier ein längeres Feld, ne? Genau. Und da gibt es viele Bananen für Nonstop. Du, ich baue den ganzen Dschungel mit Bananen, wenn es sein muss. Mit Schokobananen, wohlgemerkt, ne? Ja, wie gesagt, wir haben so ein bisschen die beiden hier eingeführt. Die beiden Mädels, wie gesagt, werdet ihr demnächst auch hier begrüßen können. Ich hoffe, dass Monis Internet morgen besser ist. Und wie gesagt, die Lyra muss sich dann noch ein bisschen was überlegen. Die Moni war da schon ein bisschen weiter, weil die hatte ja die Einführung mit Usi und mit Kai zusammen gemacht. Also Worldmaker ist Kai, ne? Wisst ihr ja, vom Community Server. Und ja, ich bin gespannt, weil morgen
werden wir natürlich weiter kreativ bauen. Das heißt, ich werde mir da weiter Gedanken machen, wie ich meine Häuser da weiter baue, weil wir brauchen noch wahnsinnig viele Häuser. Ich werde auch ein paar Custom Trees mal zwischen. Ja, leider ohne dich morgen, Kai, aber ja, wir werden an dich denken. Und dafür ist Kai wahrscheinlich dann, ich denke mal ganz fest wieder nächstes Wochenende dabei. Und ansonsten auf dem Community-Server halt, weil ihr wisst ja, mit Busimo und Kai spiele ich zusammen in meiner Steampunk-Base zusammen. Da bursteln wir gerade durch die Gegend. Und ja, ansonsten, wie gesagt, machen wir jetzt hier Schluss. Morgen seht ihr eine größere Besetzung. Das war vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass wir heute nur zu dritt mal waren. Morgen wird es ziemlich kunterbunt, weil sehr viele aus dem Urlaub wieder zurück sind. Und ja, ich bin gespannt. Lasst euch überraschen, wer morgen hier alles bei ist. Vielleicht schafft es eins der Mädels morgen dann von den neuen Mädels dabei zu sein. Wir werden es sehen. Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Aber ansonsten merkt euch die Zeit. 20 Uhr, ne? Also sonntags fangen wir immer um 20 Uhr an. Und ja, ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich danke fürs Zuschauen. Ich werde jetzt trotzdem mal kurz gucken, ob noch jemand da ist, wo ich euch eventuell hinschicken kann. Ich glaube es zwar nicht. Gucke mal. Wir hätten Disaster. Ratte cool. Stine. Ist Stine noch on? Wenn Stine noch on ist, dann gehen wir zu Stine rüber. So. Ich habe Stine mal eingespeichert. Ich hoffe, dass es klappt. Ansonsten, wie gesagt, grüßt die Stine von mir. Drückt sie von mir. Und ja, schlaft schön, gute Nacht. Vielen Dank an Busimo und an Wordmaker und alle Abos und Likes und ihr wisst schon und Unterstützung und bis morgen gegen 20 Uhr. Tschüss.